Herzlich willkommen, lieber Lukas. Vielen Dank, dass du da bist. Sehr gern. Es geht heute um ein spannendes Thema, und zwar das Fediverse. Erstmal darfst du dich ganz kurz vorstellen. Was machst du so? Warum bist du hier? Ja. Ich bin Lukas, ich arbeite äh, beruflich als Softwareentwickler und so in der Freizeit habe ich angefangen, mich mit dem Thema Fediverse und dem Protokoll, das hauptsächlich dahinter steckt, zu beschäftigen und habe dann angefangen, eine Fediverse-Software zu entwickeln. Und genau, wir sind ja heute hier, um über dieses große Thema zu sprechen. Genau, also erstmal natürlich die Frage für alle, die es vielleicht nicht kennen: Was ist eigentlich das Fediverse? Also, was genau kann man sich darunter vorstellen? Also, ich meine, man kennt Mastodon vielleicht. Das ist ja quasi manche bezeichnen es als Twitter-Klon. Ähm, so in die Richtung kann man es sich vorstellen. Aber das Fediverse ist ja noch ein bisschen mehr. Mastodon ist quasi ein Teil vom Fediverse. Magst du mal vielleicht in deinen Worten zusammenfassen, was das eigentlich alles ist? Also was fällt da drunter? Genau, also Fediverse kommt erstmal von Federated Universe. Das ist so das, was zusammengeworfen wurde. Und wir haben da einfach, verschiedene Software, die auf dezentralen Protokollen aufbauen, um miteinander, aber trotzdem voneinander unabhängig ein soziales Netzwerk zu bilden, beziehungsweise auch über verschiedene Arten von sozialen Netzwerken hinweg. Also, wir haben jetzt halt nicht nur Mastodon, sondern wir haben auch sowas wie Pixelfed, wo dann der Instagram-Klon wäre und, für auch jetzt speziell zum Beispiel sowas wie Reddit gibt es verschiedene Alternativen zu solchen Plattformen, die einfach unabhängig von diesen großen Konzernen sind, sondern eher von kleineren, ja, Serverbetreibern oder Privatleuten gehostet und verwaltet werden. Ja. Also das Fediverse kann man sich so vorstellen als eine Art Social Media, aber verteilt. Und nicht nur halt ein Social Media, sondern mehrere Arten von Social Media. Also sowas, was Instagram tut, sowas, was im Endeffekt auch Twitter tut, sowas, was YouTube vielleicht auch tut. Alles, was in Richtung Social Media geht, unter einem Dach und doch verteilt. Genau, ja, So, das beschreibt es ganz gut. das Problem ist ja aber, was genau heißt hier in dem Fall verteilt? Also wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie E-Mail. Man hat seinen Server, bei diesem Server hat man einen Account und die Server reden dann untereinander miteinander. Mhm. Und, ähm, genau, das im Idealfall reden die mit allen, aber je nachdem, wenn zum Beispiel ein Admin es empfindet, dass ein anderer Server unangebracht ist, dann kann auf diesem Server-Level Blocks vergeben werden und so das Ganze ein bisschen moderiert werden. Mhm. Heißt, da haben wir auch 'n Vorteil davon, weil dadurch, dass die meisten Server eher kleiner sind, haben wir pro User deutlich mehr Moderatoren als zum Beispiel, Facebook, Twitter, die großen Konzerne, Mhm. äh, weil die sich gar nicht leisten können, so viele Moderatoren einzustellen. Ja, wobei die Moderatoren auf den einzelnen Servern sind ja schon relativ in Ehrenbasis eigentlich. Also die werden ja selten Genau. bezahlt. Ja. Wobei ich heute auch tatsächlich, eine Umfrage gesehen habe, wo die Hälfte von angegeben haben, dass sie ihre Instanz unterstützen. Tatsächlich, die Hälfte. Mhm. Ja, Wow. es waren auch nur so bis zu 1.000 Antworten, aber Ist schon einiges doch. war schon einiges, ja. Beeindruckend. Das heißt, wenn ich quasi also ich meine, ich habe ja auch einen Mastodon-Account. Wenn ich über Mastodon, ich bin bei, Moment, ich weiß gar nicht, bei welchem Server ich bin, das hätte ich vorher nachgucken können. Moment, ich hab's gleich. Sehe ich tatsächlich gar nicht hier so direkt. Auf jeden Fall habe ich natürlich einen Mastodon-Server ausgewählt. So. Und da bin ich quasi reingegangen, habe mich dort angemeldet, aber jetzt kann ich trotzdem was posten und jeder andere kann es lesen, außer natürlich der Server, bei dem ich angemeldet bin, wird blockiert. Richtig, ja. Ähm, aber trotzdem kann sich jeder auch seinen eigenen Server machen. Das heißt, ich könnte mir auch eigentlich meinen eigenen Community-Mastodon-Server aufsetzen, wenn man so möchte. Genau, ja. So, Dann dann habe ich quasi so ein Community-Mastodon. Ich kann dort einstellen, was die Community alles sehen darf und was nicht. Jeder, der sich halt dort registriert. Und nach außen hin, jeder, der uns nicht blockt, kann dann auch alles sehen, was von der Community gepostet wird. je nachdem, wie jeder User auch noch mal seine es postet, also zum Beispiel grad Mastodon hat auch Funktionen,
dass man nur an bestimmte Leute postet und so weiter. Mhm. Aber in der Theorie kann das jeder sehen bei einem normalen Post. Okay, und jetzt hast du gesagt, du arbeitest an so einer Instanz, beziehungsweise an so einem, am Code von so einem Server im Endeffekt. Genau, ja. Wie bist du Ähm, dazu gekommen? Also, was genau hat dich dazu erstmal motiviert, das zu machen? Erstmal hatte ich voll Bock auf Open Source. Also, Ja, ich finde die Idee genial und ja, das ist dann ich habe schon hobbymäßig davor einfach ein bisschen Open Source geschrieben, jetzt nichts wirklich Größeres. Habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es cool, wenn nicht also jede Art von Social Media seinen eigenen ActivityPub-Server schreiben müsste, aha. weil wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, so Twitter oder Instagram, vom Grundprinzip ist es genau das Gleiche, abgesehen davon, dass in einem halt noch ein Bild drin hängt und im anderen nicht. Oder im Ja, im anderen nicht unbedingt, genau. Und unter der ja, stimmt Idee schon. bin ich dann rangegangen, habe mir gedacht, ich baue einen Server, der dann zudem noch möglichst mit modernen Technologien gebaut ist. Heißt jetzt halt in dem Fall, wirklich für die Cloud gemacht ist, also für Kubernetes. Mhm. Ähm, Okay. Mhm. und dadurch kann man das natürlich auch wunderbar erweitern oder austauschen, GUIs dazu klatschen oder, Teile vom Server, Microservices austauschen. Haben Mhm. wir voll den Vorteil, dass man einfach sich den Code so zurechtbiegen kann, wie man es denn möchte. Und ja, das war dann so die Idee und das ist das, was ich baue. Das heißt Genau. im Endeffekt, eine Vereinheitlichung von allen Social Media ähm, Arten, die es so gibt. Also ich meine, wenn man es mal sich so überlegt, wir haben als ganz großes Ding Twitter, Instagram, Facebook und YouTube. Habe ich was vergessen? Ah, TikTok, natürlich. Ja, klar, Theoretisch. So, grundsätzlich theoretisch. haben die alle eine Mediendatei, also ein Video zum Beispiel auf TikTok, verschiedene Formate, klar. Auf YouTube haben wir ein Video, auf Instagram können wir ein Video haben oder ein Bild. Dann haben wir meistens ein bisschen Text dazu, so eine Art Beschreibung wahrscheinlich. Die ist verpflichtend oder optional bei den meisten. Dann Je haben, nachdem, ja. ja, dann haben wir Stories grundsätzlich, ähm, wo quasi immer so angezeigt wird, ey, der hat gerade was hochgeladen oder der hat gerade was so speziell veröffentlicht, was halt nach einer Weile wieder verschwindet. Ähm, Ja. Was haben wir noch? Haben wir noch Direktnachrichten? Gut, ja. Ja, Messenger im besten Fall. Ja, Wäre auch die Überlegung, also Messenger äh, wollte ich auch auf jeden Fall. Das war so meine dritte Idee. Ich wollte ja. so ein Twitter-artige App als erstes bauen, dann sowas wie Instagram und als drittes so eine Art Messenger. Mhm. Ähm, Da ist dann noch die große Frage, wie macht man es mit Verschlüsselung? Weil äh, im ActivityPub-Protokoll, wo die meisten Fediverse-Server benutzen, auch von der W3C, Ja. also die haben so unbedeutende Sachen wie HTML gemacht. Ähm, Ganz unbedeutend. Hä, Quatsch, wer nutzt denn HTML? Das weiß ja, ich auch nicht. also eigentlich von einer renovierten Instanz und ja, äh, d jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Wo haben wir angefangen? Sorry. Nicht so Also verquatscht. im Endeffekt, wenn wir das alles jetzt zusammen merchen mit auch einem Messenger und eben den ganzen Funktionen, die eben Social Media hat, wenn wir das alles zusammenwerfen, haben wir ja grundsätzlich immer dieselbe Art von Social Media. Also ich meine, wir können wirklich alle Arten dann ermöglichen, so gesehen. Wir können Genau, sagen, ey, ja, wir wollen dynamisch sagen, ich möchte jetzt, oder ich kann dynamisch sagen als User dann oder in meiner Instanz dann sagen, ich möchte Hochkant-Videos sehen, ich möchte lange Videos sehen, ich möchte Stories sehen, aber ich möchte zum Beispiel keinen Messenger haben. Das ist quasi so dieses, ich schmeiß Dinge raus, ich schmeiß Dinge rein, so wie ich es eben gerade brauche. Ich aktiviere, deaktiviere Sachen und dann kann ich mir mein eigenes Social Media so zusammenbauen, wie ich möchte, sozusagen. Aber ich kriege trotzdem alle Inhalte, die von anderen gepostet werden, auf anderen Social Media Bereichen. genau, ja. Ja, Ähm, genau, jetzt ist mir auch wieder mein Punkt von vorher auch sehr eingefallen, was gut. ich noch erwähnen wollte. Und zwar in dem ActivityPub-Protokoll für den Thema Messenger ist das ganz spannend, weil theoretisch ist alles möglich. Mhm. Praktisch haben wir bloß das Problem mit der Verschlüsselung. Das habe Mhm. ich angefangen. Und zwar im ActivityPub-Protokoll selber ist davon nicht die Rede, wie man da
irgendwie etwas umsetzen kann. Heißt, das müsste Ah, man auch oben drauf setzen und dann haben wir wieder die Kompatibilitätsprobleme, wenn ja, jetzt da zum Beispiel Mastodon es nicht unterstützt und jetzt dann du einfach in die Nachricht einen verschlüsselten String reinwirfst, dann dann, wird es nichts. wird's nix. Dann wird in Mastodon ganz komisches Zeug angezeigt. Ja, wobei für Messenger haben wir ja eigentlich auch sowas wie Element. Das ist ja Richtig, genau. auch sowas in die Richtung. Ja, Ähm, und auf dem Protokoll könnte man eigentlich auch aufsetzen. genau, dann müsste man bloß quasi noch einen zweiten Server dazustellen. Ja, oder man baut einfach Matrix bei sich ein, oder nicht? Oder das, ja klar. Aber also Ja. ich denke jetzt halt in den Microservice, dann bräuchte man einen Microservice, der Ach so, ja. Ja, dann Matrix-Server hat, genau, ja. genau. Quasi ein Microservice, der halt fürs Messaging zuständig ist, einer, der für die Inhalte zuständig ist. Ist ja auch schon Ja, ein bisschen was anderes. Also ich meine, Messaging ist jetzt klar. nicht unbedingt das, was klassischerweise in einem Social Media dabei ist. Also, es Mhm. ist irgendwie in jedem drin, wobei YouTube hat's rausgeworfen, stimmt. Bei YouTube gab es mal Direktnachrichten. Die gibt's nicht Ja, mehr. schon ein Ja, bisschen her, oder? ja, es ist schon wirklich lange her. Ich habe irgendwann vor 5 Jahren oder so meine letzte Direktnachricht, glaube ich, bekommen. Ich glaube, das ist ungefähr zu dem Zeitpunkt gestorben, wo sie auch Google Plus beerdigt haben. Ganz still und heimlich. Ja, weil es eh niemand genutzt hat, das war jedem egal. Und das Schlimmste für mich, dass sie die Glocke beerdigt haben. Das war ganz, ganz furchtbar. Also bei der Glocke konnte man früher immer quasi sehen, wenn ein neues Kommentar gekommen ist. Ich habe dann immer darüber geantwortet und damals gab es noch kein YouTube Studio in dem Sinne, wie es heute gibt. Mhm. Es gab noch das alte YouTube-Studio und ich habe immer versucht, jedes Kommentar zu beantworten, auch die Antworten auf Kommentare zu beantworten, weil sich dadurch halt Threads ergeben haben. Was ich selbst mit dem neuen YouTube-Studio jetzt nicht machen kann, weil ich immer nur die neuesten Kommentare angezeigt bekomme. Also ich kriege sie quasi sortiert nach, wann ist das erste Kommentar geschrieben worden, aber nicht, wann ist halt die Antwort darauf geschrieben worden. Mhm. Das ist so ein bisschen die Problematik. Also wenn du jetzt was schreibst, ich antworte dir und 2 Jahre später schreibt nochmal jemand was drunter, dann sehe ich diese Nachricht überhaupt nicht von demjenigen, der dann nochmal was drunter schreibt. Ich sehe quasi nur die Ja, Nachricht, wenn ich dann nochmal zurück auf deinen Kommentar gehe. Das funktioniert halt dann nicht. ja. Ja, genau. Ich werde auch nicht benachrichtigt oder sowas, deswegen das war schade damals, aber ich habe es mittlerweile aufgegeben, jedes Kommentar zu beantworten oder so. Aber ich versuche sie zu lesen. Aber Ja, ja, da hätten wir wieder den Vorteil, wenn es irgendwie was in die Richtung Open Source und, was Offeneres da wäre, kann ich mir dann was dazu könntest entwickeln. Ja. dann könntest du das dazu entwickeln oder irgendwie einen anderen Client benutzen oder sowas, der das dann schon anzeigen kann. Ja, wobei das muss auch Ja, ja irgendwie wieder gewartet werden von irgendjemandem und dann brauchst du wieder die ganzen Features und alles. ja. Aber es ist schon eine Herausforderung, so ein Social Media Client zu haben. Selbst wenn du ähm, dich nicht um das Frontend kümmern musst, also nicht um das, was ich dann am Ende sehe. Mhm. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Tools und Dinge, die man da eigentlich schreiben muss. Ja. Also gerade auch, schreibst du nur ein Backend oder schreibst du auch ein Frontend dafür, also auch Apps oder so? Äh, Ich mache auch Apps dazu, also, Tatsächlich. mache ich jetzt mit Flutter, Okay. einfach weil ich's ultra cool finde, damit zu entwickeln. Ja, Es geht einfach viel leichter von der Hand. ja. Äh, und ich habe halt auch den Vorteil, dass ich 'ne Mobile-App und 'ne Web-App gleichzeitig entwickeln kann. Machst du mit Flutter auch die Äh, Web-App dann? Ich mache Web-App und Mobile-App fürs Erste auf jeden Fall mal. Okay, cool. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ich hatte ganz lange ein bisschen Performance-Probleme, aber, Findet die man die haben schon sich im App am Store? die findet man noch nicht im App Store. Ah, Also, okay. die Software ist noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ich bin sicher, dass da keine Breaking Changes mehr geben wird. Deswegen wollte ich erst mal noch, also, ich bin gerade auf dem Stand, dass ich so eine Basic Twitter-Alternative hätte, die funktioniert mit verschiedenen Profilen pro Account. Da können wir gleich noch mal drüber reden, weil das für so eine Art, wie ich baue, meiner Meinung nach wichtig. Mhm. Und ich wollte jetzt aber auf jeden Fall noch eine zweite, also eine Instagram-artige Oberfläche bauen, damit ich sicher bin, dass von der Datenspeicherung her alles in Ordnung ist. So Frontend und Backend kann man gut updaten, aber wenn die Mhm. Daten, ganz falsch gespeichert sind, Ja, dann wird tue ich mir schwierig. schwer. Und das wollte ich auf jeden Fall mal die 2 Komponenten haben, weil ich dann schon recht sicher sein kann, dass es nicht mehr so riesige Changes gibt, wo man nicht mehr richtig migrieren kann. Ja, ja, das ist Genau. auf jeden Fall sinnvoll. Ja, cool.
Also, das heißt, du schreibst nicht nur das Backend, sondern auch das Frontend alleine, wohlgemerkt. Du hast kein Team, das dich da Ja, unterstützt. Das ist eine ziemliche Mammutaufgabe. Wie lange sitzt du da so dran in der Woche? das ist eine gute Frage. Jetzt kommt's. Das können wir tatsächlich, glaube ich, live nachschauen. Es waren circa jetzt um die 14 Stunden in der Woche. Boah, Ja, das sind schon 2 Arbeitstage. Fast. das sind fast 2 Arbeitstage, Also ja. fairerweise Samstag und Sonntag noch zusätzlich, wenn du Vollzeit arbeitest. Ja, also bei mir ist eher so, also ich habe für mich gemerkt, dass wenn ich in der Früh was mache, das habe ich schon davor bemerkt, dass wenn ich in der Früh so ein Stündchen was mache, Mhm. direkt nach dem Aufstehen, dass ich dann einfach den ganzen Tag auch mehr Bock habe, dann noch was zu machen, dass Okay. es mir dann leichter fällt, Mhm. einfach wenn ich in der Früh so mit sowas in den Tag starte. Ja, verstehe. Und ja, also meiste Zeit dann wirklich jeden Tag halt mal eine Stunde unter der Woche, dann am Abend, wenn noch Zeit ist, das ist dann eher 'n bisschen dynamisch abends, je nachdem, was sonst Mhm. noch so ansteht. Aber ist schon viel Arbeit, so ist es nicht. Ja, also es hört sich wirklich nach sehr viel Arbeit an. Was denkst du von Noster? Also das Protokoll ist ja quasi auch so ein Social Media Protokoll. Ich weiß gar nicht, ob du es kennst. Gehört schon, aber genauer kann ich dazu leider nichts sagen. Also wir haben ja da, das ist immer so das Problem oder Problem bei Open Source, dass ja wirklich alles sich so ein bisschen aufklustert. Und Mhm, das sehen wir ja auch schon so ein bisschen beim Fediverse. Ja, wir haben, also ich mache mal ein einfacheres Beispiel. Wir haben nicht nur ein Linux, so einmal hier fertig, sondern wir haben ein Ubuntu, davon zweigt sich dann ein Mint ab, ein Kali ab, wobei eigentlich haben wir noch davor ein Debian, davon zweigt sich dann Ubuntu ab und ja, davon ja. zeigen sich dann Mint und Kali und was weiß ich noch alles ab. Dann haben wir irgendwie eine Arch-Basis, davon zweigen sich dann Manjaro und hunderte andere Klone ab und so weiter und so fort. Und die wieder irgendwie alle zu verwalten und da überall Features reinzubringen, die dann so wirklich damit mithalten können von dem, was vielleicht auch finanzielle Konkurrenz liefert, eben sowas wie Microsoft zum Beispiel, da ist es dann relativ schwierig, weil das muss ja auf allen dann laufen, es muss quasi überall kompatibel sein. Wie wird das beim Fediverse gemacht? Also da haben wir natürlich so eine Basis und wir haben so ein Protokoll, das ActivityPub, da gibt es ja auch Mhm. mehrere Varianten von. Aber wie genau macht ihr das, dass die untereinander auch wirklich kompatibel sind miteinander? Also erstmal implementieren wir halt einfach das Protokoll. Das sollte ja theoretisch sicherstellen, dass es, grundsätzlich miteinander funktioniert. Mhm. Und obendrauf hat man sich mehr oder weniger auf so ein paar quasi Standards geeinigt, Okay. wo dann zum Beispiel zur Sicherstellung, dass ein Post wirklich von mir ist, äh, wie das dann genau signiert wird und so weiter, Okay. wurde sich dann einfach mehr oder weniger einer hat damit angefangen und die anderen haben es übernommen, eher in Okay, der verstehe. Richtung. Ja. Und genau sowas wie das Node-Info-Protokoll zum Beispiel, das sieht man, wenn man zum Beispiel auf FediDB mal ist. Weiß Mhm. nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist ja so eine Plattform, wo man dann gucken kann zu Stats im Fediverse, was wie performt. Mhm. Und die greifen dann zum Beispiel auf das Node-Info-Protokoll zu. Und Mhm. das ist auch aus einer Software hervorgegangen. Ich glaube, das war jetzt Pleroma oder wie man die ausspricht. Das kann ich jetzt leider nicht sagen, wie man die perfekt ausspricht. Mhm. Aber das war auf jeden Fall schon, die sind schon länger dabei und die haben das damals eingeführt und das haben jetzt eigentlich die meisten Softwarearten einfach so übernommen. Okay. Und zu dem Thema mit den verschiedenen, ja, Distributionen, wie man es von Linux kennt. Ähm, Es hat natürlich ein paar Nachteile, aber ich glaube, dass da wirklich die Vorteile der Diversität überwiegen. Mhm. Ähm, Wichtig ist einfach nur, dass man immer halt als Entwicklerin davon halt schaut, dass man nicht den Anschluss zu den anderen verliert, dass man immer noch die Kompatibilität aufrechterhält. Ja. Das aber zum Beispiel unter Linux gibt es jetzt ja auch einige Formate, die auf jeder Distribution laufen. Ähm, Ja. Auch jetzt zum Beispiel die Snaps von Canonical, also von den Machern von Ubuntu, die laufen jetzt ja auch auf meiner Fedora-Maschine zum Mhm. Beispiel. Und solange sowas besteht, solange man immer noch kompatibel miteinander ist, glaube ich, hat das nur viele Vorteile, dass jeder das nutzen kann.
was er für sich als besser erachtet, aber trotzdem den Anschluss zu den anderen nicht verliert. Und Mhm. das ist ja auch genau das, wo das Fediverse eigentlich ausmacht. Ja. Jeder kann das nutzen, was er möchte. Und es ist nicht so, wie wenn wir jetzt einer hat Instagram und der andere hat, was ist irgendwie ähnlich, ich sage jetzt mal TikTok Pinterest. oder Pinterest, ja, genau. Ja, und die können nicht miteinander reden, die Ja. werden gezwungen, die Plattform zu benutzen. Mhm. Und so könnte dann halt jeder das benutzen, was er für sich persönlich als besser empfindet. Und da haben wir einfach eine größere Diversität an Software. Mhm. Ich glaube, das ist an sich kein Nachteil. Ja, Nicht unbedingt es, zumindest. es ist nicht direkt ein Nachteil. Also für die Entwickler ist natürlich mehr Aufwand erstmal, klar. Ja, Aber ja, verstehe ich auf jeden Fall diese Vorteile. Das Problem ist dann aber natürlich, wenn man, also wenn ich jetzt so eine Plattform betreibe, also kommerziell machen kann ich das auf gar keinen Fall. Weil, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in meiner Mastodon-Instanz Werbung einbaue, ja, worüber sich ja im Endeffekt, ich glaube, alle Social Medias finanzieren. Gibt es eins, was anderes macht? Nee, es kommt also, drauf an. ja, gut, Twitter hat Ja, ja jetzt sein Kram da eingeführt. Gut. kommt auch immer drauf an, wie man es definiert, ne? Also Ja, was ist jetzt ein soziales Netzwerk, sagen wir es so. ja. Ja. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass manche Leute zumindest bereit sind, für Social Media zu zahlen, aber das ist natürlich Mhm. deutlich die Minderheit. Vor allem in der generellen Bevölkerung jetzt, wenn man nur auf so IT-Nerds schaut, da ist es, glaube ich, noch ein bisschen höher, die Bereitschaft. Ja. Aber wenn man das jetzt halt mal groß denkt, Ja, wenn man es wirklich so groß denkt, dass du so Größen hast wie eben, I don't know, Leute, die bei Funk sind oder eben solche richtig großen Kanäle, die es halt vollberuflich machen, oder dann, also klar, bei den Influencern dann, oder aber auch gerade, wenn man es halt in so einem Stil macht, wie jetzt eben Facebook oder Instagram oder Twitter oder YouTube oder TikTok, ähm, du hast dann, also Patreon, stimmt, hm, Patreon ist im Endeffekt ja genau das, da kannst du quasi deine Influencer direkt unterstützen, wenn du so möchtest. Aber die Entwickler machen es weiterhin dann in ihrer Freizeit. Wobei Patreon zackt sich einfach ein bisschen was ab, das stimmt. wobei man aber auch darauf gucken muss, Mastodon zum Beispiel ist ein Unternehmen. Mhm. Falls du das nicht weißt, das ist eine gemeinnützige GmbH Mhm. Mhm. in Deutschland. Und also man kann es schon theoretisch, In Deutschland ja, sogar? Das wusste ich nicht. in Deutschland, ja. Ah. Der Gründer kommt aus Deutschland. Ach krass, das, Äh, das wusste ich tatsächlich nicht. ja, Sehr ist geil. eine Datenschutzsoftware, die muss doch aus Deutschland kommen. Oder Ja, Datenschutzsoftware. das Ja. stimmt schon. Ja, cool. ähm, Also das heißt ja. grundsätzlich, gut, das ist eine gemeinnützige GmbH, die werden sicher nicht reich damit. Aber, Ja, aber also ich habe jetzt mal Stellenanzeigen gesehen, also als Entwickler kriegst du da zumindest deine 80.000, also das ist schon beachtlich zumindest ja, für eine Open Source Software. ja, das ist nicht verkehrt. Das Ja, heißt, die haben es tatsächlich sogar geschafft, das kommerziell zu machen. Also mehr oder weniger ja, kommerziell zu machen. spendenfinanziert, soweit ich weiß zumindest, über Okay. verschiedene Plattformen. Und dann können die sich quasi Ja. einfach dran bedienen und also halt an dem, was andere Leute dann so zusammenführen, Mhm. können sie sich bedienen und jeder hostet halt seinen eigenen Server. Dadurch haben sie halt auch keine Serverkosten, die so immens hoch sind. Und Ja gut, aber man muss schon auch auf ihren Server gucken, weil ich glaube, ja, bei hat denen, der Server ist schon recht groß. Ja. der hat, glaube Das ist ich, der eine größte. Million User. Wow. Ja. Ja. Von wie viele sind es insgesamt? Ich glaube so circa 12. 12 Millionen. Und davon haben sie haben ein Zwölftel bei sich auf der Instanz. Ich glaube, ich bin sogar bei denen auf der Instanz, ne? Sie haben, Krass. sie haben sogar zwei. Sie haben, glaube ich, einmal Mastodon.social, das ist der ganz große. Ja, da bin Und ich sie auch haben schon. noch Mastodon.online, genau. Ah ja, Mastodon.online, okay. Ja. Ja, Der gut. ist aber Okay. auch gut dabei, glaube ich. Der hat auch so 180.000. Ah, ja, Also, spannend. Okay. Das heißt, man kann es auf jeden Fall schon kommerziell entwickeln, man muss es halt auf Spendenbasis machen. genau, das ist halt das, wo Open Source generell das Problem hat. Mhm. Die Leute müssen, wenn sie eine solche Alternative wollen, vielleicht ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, dass immer alles kostenlos ist, Ja. weil das ist ja nie der Fall. Mhm. Äh, also Google, Facebook und alle anderen großen Tech-Konzerne, Es sind das sind alles andere alles als Open Source. andere als, ja, hier hast du mein Zeug gratis. Ja. Ja.
Die holen sich da schon ihr Geld zurück. Ja, das stimmt wohl, ja. Ähm, Und, ja, also das ist vielleicht auch eine spannende Anmerkung hier. Bei Ministerien, Kultur, Kommunen sollte auf jeden Fall Mastodon vertreten sein oder sogar Instanzen anbieten. mhm. Also Das ist aber auch tatsächlich teilweise so. Also ja, wir haben ja, der Bund hat eine Instanz und davon sind wirklich einige Accounts drauf. mhm. Äh, wo, Und ich habe auch gehört, dass jetzt zum Beispiel die Gematik ist es, glaube ich, die Element als Messenger benutzt. mhm. Also das ist ja nicht direkt das, was jetzt Mastodon oder halt Social Media an sich macht, aber es ist quasi ein Messenger. Es gehört, es gehört auch irgendwie zum Fediverse. Ja, Also so ein Matrix bisschen. ist schon Teil des Fediverse. Da gibt es auf Wikipedia so einen schönen, es ist ein Baum, so ein Oh, echt? großer Oh, Moment, den Baum. will ich sehen. Ja, so ein großer Activity-Pub-Baum und so kleinere, wo zum Beispiel einer der Matrix-Baum ist. Das ist Ja, nicht mal ganz schön zum Anschauen. ein Matrixbaum. Also Wikipedia Das ist die zum englische, oder? Fediverse. Ich bin im Englischen, ja. Ah, beim Fediverse, okay. Ja, hier. A View into the Fediverse. Genau. Oh, Nee, das ist es nicht. oh, nee, und das ist das erste und das zweite Bild ist The Many Branches of the Ja, Fediverse. also es ist halt riesig, ne? Bist du da auch drauf? Auf der Seite? Ja. Ja, Beziehungsweise, ja. nee, Ach bist so, du quasi vertreten noch, dort? noch lang nicht. Das also, Okay. Das sind die meine großen. Software ist ganz klein, also Ja. da ist wirklich sehr und noch nicht auch nicht im Production, also. Oh, aber es ist relativ spannend, was man da alles mitnehmen kann. Es gibt aber nichts, das wirklich alles unterstützt, ne? Das heißt, Jeder macht sein eigenes Ding, ja, das ist genau das. Also also, der eine macht ja, Livestreams oben links in der Ecke, PTU, ja, Oncast, ja, und Oncast schon. YouTube, die Nextcloud hat jetzt halt auch sowas eingebaut. Ja. Der ist irgendwie alles drin. Äh, Wobei, ja, stimmt, ja, Nextcloud kann man auch so ein bisschen zum Networking benutzen, aber für Events nicht wirklich, ne? boah, das ist eine gute Frage. Ich habe zwar eine, aber dafür habe ich sie ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ja. Aber die haben tatsächlich auch einen ActivityPub-Server jetzt halt in die Nextcloud, glaube ich, gebaut per Oh. Plugin. Also die haben so ein Plugin, mit dem man das machen kann. Okay, also vielleicht sollten wir aber noch mal kurz drüber sprechen, was ist denn eigentlich ActivityPub? Ähm, Ja. also, Mhm. was genau definiert ActivityPub? ActivityPub ist ein Standard der W3C, wie ich vorher schon angesprochen Mhm. habe, der quasi, der sagt, wie man erstmal, also fangen wir erstmal so an, wir haben ein Client-to-Server-Protokoll und ein Server-to-Server-Protokoll. Mhm. Das Client-to-Server-Protokoll, das ist eher so, das benutzen jetzt nicht so viele. Also ich benutze es tatsächlich oder ich versuche es zu implementieren. Das Mhm. wird man dann sehen, wenn man es dann noch mit einer anderen Instanz probiert, die Ja. das auch mal unterstützt. Ob wir es gleich interpretiert haben. Okay. Aber das ist eher weniger etabliert. Mhm. Server-to-Server benutzt dafür alles, das halt ActivityPub Support hat. Mhm. Also zum Beispiel Mastodon. Über Mastodon kommunizierst du mit der Mastodon API, das ist dann nicht standardisiert, das ist Mastodon spezifisch. Mhm. Und dann Server-to-Server greift dann das ActivityPub-Protokoll. Und da gibt es dann so verschiedene Datentypen, zum Beispiel gibt es die Actors, die beschreiben Personen, Gruppen, sowas in die Richtung. Ja. Und die können dann was tun. Die können zum Beispiel eine Node, das ist wirklich auch der Datentyp, der zum Beispiel in Mastodon verwendet wird, Ja. den kann man dann zu jemand schicken, der relevant ist. Also die Server schicken an andere Server. Ja. Dazu müssen sie natürlich kennen Mhm. und kann in der Nachricht, die geschickt wird, kann quasi angegeben werden, an wen oder an welche Gruppe oder zum Beispiel, wenn was public sein soll, kann man zum Beispiel in einen Shared Inbox, heißt das Ganze, auf einem Server schicken, dann kriegen es dann alle Leute. Mhm. Dann muss nicht an jede Person einzeln so eine Request geschickt werden. Das wäre ein bisschen schlecht bei 1,2 Millionen User auf dem Ja. Server. Ja. Und ActivityPub standardisiert diesen Datenaustausch. Das heißt aber Und grundsätzlich auch, Mastodon, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, Mastodon kann theoretisch mit Nextcloud kommunizieren? Mastodon kann theoretisch mit Nextcloud kommunizieren, aber halt nur ActivityPub. mit diesem ActivityPub-Plugin da. Da Ja. kannst du ihm dann schreiben auf der Nextcloud. Interessant, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die Ja. sind immer so ein bisschen unter sich dann.
Ja, das ist auch, glaube ich, also es war nicht sehr beliebt, als ich das letzte Mal reingeguckt habe bei der Okay, Nextcloud. Also das okay. hat eher nicht so supi funktioniert, glaube ich. Ja, verstehe. Aber das ist dasselbe Prinzip ja, nehmen wir stattdessen Pixelfed, da kannst du theoretisch auch jetzt eine Textnachricht hinschicken, die werden es halt bloß nicht anzeigen. Ja, Wenn du ein Bild rein tust in deinen Post, dann wird den Pixelfed schon anzeigen. okay, Äh, okay. Und dann kannst du mit Mastodon Bilder posten, weil der Pixelfed nicht gefällt und die Leute auf Pixelfed können trotzdem deine Bilder anschauen. Ah, das ist cool. Ja. Das ist tatsächlich Und, praktisch, ja. und genau, ich versuche halt mit Fedodo, so heißt die Software, die ich bastle, Ja. versuche ich alles um den ActivityPub-Standard an sich rumzubauen. Also mit Client-to-Server und möglichst dem Standard ohne was draufzupacken, einfach nur der Standard, solange es geht. Mhm. Beziehungsweise auch so Sachen, die dann von anderer Software schon etabliert ist, wie das Node-Info-Protokoll oder die Signierung der Nachrichten. Ja. Genau, und damit versuche ich das halt so möglichst kompatibel zu halten. Ja, verstehe. Und, ja, Mhm. zum Beispiel bei mir sieht man dann auch diese Actor, wo ich vorher erwähnt habe. Mhm. Ich habe mir gedacht, wenn du jetzt halt wirklich einen Account bei mir hast, Mhm. zum Beispiel du jetzt, du möchtest auf Instagram ein paar Sachen posten, Mhm. die möchtest du vielleicht auch noch, dass Instagram und Twitter relativ gleich ist, dass da auch, wenn du ein Bild auf Twitter postest, dass es auch auf Instagram ist, aber hast jetzt noch irgendeine andere Plattform, die jetzt halt bei mir noch nicht supported ist, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal angenommen, Ah, irgendwann 2 Plattformen möchtest du das Gleiche ja. und eine dritte möchten vielleicht auch die Leute nicht immer dasselbe bekommen, sondern sie möchten dich nur wegen deinen YouTube-Videos zum Beispiel abonnieren. Ja, verstehe. Dann in der Theorie von, ich unterstütze jetzt natürlich noch keine Videos, da sind wir noch weit weg von, Ja. aber in der Theorie würde man dann, ich habe es jetzt mal Profile genannt, dann würde man sich ein neues Profil unter demselben Account anlegen. Also du hast immer noch Ja. dieselben Credentials, hast dann oben rechts so ein Icon quasi, wo du auf ein anderes Profil wechseln kannst und dann quasi ein anderer Actor ist, also Ja. für ActivityPub ein anderer Account, Ja. aber alles unter demselben Login. Genau. Und Okay, das ist, glaube ich, für faszinierend. so eine Plattform, wo du verschiedene Sachen haben kannst, wichtig, weil kannst du trotzdem viele Accounts haben, Mhm. wenn du das möchtest, oder du fasst mehrere zu einem zusammen und du Ja. kannst es quasi dann sehr frei gestalten. Könnte man da auch, also grundsätzlich könnte man wahrscheinlich auch den Weg gehen und sagen, okay, ich poste jetzt ab sofort alles nur noch in Fedodo zum Beispiel. Ja. Und habe aber überall sonst, also auch die Möglichkeit, im Fediverse zumindest, diesen Content zu konsumieren. Also ich meine, Mastodon kann dann einfach meine Textposts anzeigen oder meine Bilder mit Textposts oder meine Links oder sowas. Mhm. In Pixelfed, Pixelfed. genau, Ja. kann man zum Beispiel meine Bilder anzeigen, die ich da poste und so weiter und so fort. Dann gibt es wahrscheinlich noch was für Short-Videos und so. Da fällt mir jetzt tatsächlich, glaube ich, gerade gar nichts ein, aber Das vielleicht siehst gibt du es mal. sowas. Marktlücke. Ja. Eine Marktlücke in Open Source, als gäbe es davon nicht schon genug. Genau, aber grundsätzlich könnte man ja, also als jetzt kommerzieller Dienstleister wie YouTube, auch hergehen und so eine Schnittstelle bei sich implementieren, ne? Ja, Das also heißt, klar. grundsätzlich könnte man auch die Videos aus PeerTube zum Beispiel bei YouTube gucken. Und wenn jetzt YouTube Bock darauf hätte, auch andersrum. Genau, das wäre natürlich möglich. Und da sehen wir auch, dass das manche Firmen drüber nachdenken, Mhm. weil Meta hat zumindest angekündigt, dass sie in den nächsten Mhm. Monat etwas rausbringen wollen, das eine Twitter-Alternative ist und das mit Mastodon scheinbar kompatibel sein soll. Ja, Weiß nicht, ob es dazu noch irgendwelche Neuigkeiten gibt. Da habe ich jetzt sonst nichts mehr mitbekommen. müsste ich noch Aber recherchieren, aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Lösung, weil also gerade dieses Entwicklungsproblem, Instagram oder Meta hat halt unfassbar viel Kohle. Und lustigerweise, Meta entwickelt sich gerade irgendwie so ein bisschen Richtung Open Source Maschine. Ich finde es komplett lustig, was da einfach passiert. Aber es wäre eine interessante Möglichkeit, diesen Fediverse-Markt auch so ein bisschen größer machen. ja, vor allem, also da sind die Meinungen sehr zwiegespalten, wie ich das Mhm. sehe. Die einen sagen halt,
wir müssen erstmal abwarten, was das überhaupt ist. Ja. Die anderen haben einfach Angst vor Meta und man Das kann weiß ich halt, verstehen. die haben fragwürdige Praktiken und beeinflussen die Gesellschaft massiv, Ja. wie wir in diversen Vorfällen jetzt erfahren haben. Und da haben einfach auch einige Leute Angst vor. Aber Mhm. andererseits bin ich auch der Meinung, erstmal, wenn große Plattformen sowas einbauen, haben wir erstmal ja den Vorteil, dass wir auf einmal ganz viele Leute erreichen können, die wir Mhm. vorher einfach, die nicht im Fediverse waren. Und die Das, sind das dann ist, quasi einfach so mittendrin. Bauen die die, sind dann also einfach dabei. haben sie schon Ja. gesagt, wie sie es einbauen wollen? Also soll das quasi dann Teil von Instagram werden oder soll es wirklich eine neue Plattform werden? Also ich glaube, es soll eine neue Plattform werden, aber du sollst dich mit deinem Instagram-Account anmelden können. Oh, bitte nicht noch so ein Ding. Ach, scheiße. Bei Instagram war es auch schon so, du musstest dich mit Facebook anmelden, wenn du irgendwie Posts timen wolltest, also quasi, wenn du sie zu einem gewissen Zeitpunkt veröffentlichen wolltest. Was super furchtbar ist, weil ich habe keinen, also ich konnte damals auch keinen Business-Account bei Facebook direkt einfach so machen. Weil, Ja. also ich habe auch irgendwann mal eine Facebook-Seite für hier meinen Kanal gehabt und habe dann relativ schnell das Ding irgendwie nicht mehr betreut, weil es einfach A überflutet wurde mit Scam und Spam. Mhm. Und B, niemand mehr irgendwie drauf zugreifen wollte, weil niemand mehr Facebook benutzt hat. Also, Zumindest keine ITler. ja, eben. Ja gut, wir wissen warum, ne? Ja. Uff, ja, okay. Also ich hoffe, dass sie es eigentlich als Erweiterung von Instagram sehen, wenn ich ehrlich bin. Weil das würde auf der anderen Seite Instagram vielleicht öffnen für, also dafür, dass eben auch Leute, die jetzt zum Beispiel bei Mastodon sind, dass sich die einfach quasi das von Instagram picken können. Das ist die Hoffnung, Ja, aber ich glaube eher nicht, dass sie das wirklich Instagram direkt, sondern ich glaube, sie machen ihren Twitter-Klon und mit dem kann man zumindest interagieren. ja, Aber ich okay. glaube nicht, dass sie Instagram da wirklich zugänglich machen Ja. werden. Das Ding ist, die meisten Leute feiern es ja auch so ein bisschen. Und da kommen wir so in das, was eigentlich, was diese kommerziellen Social Medias haben, was eigentlich so ein Mastodon eben nicht hat. Die meisten Leute feiern ja, wenn man sich so ein Custom-Feed nicht zusammenbauen muss, sondern dass der für einen zusammengebaut wird. Also wenn ich bei mir so in die Videos reingucke, die wenigsten Leute gucken über Abo-Box, was ja eigentlich der Custom-Feed von meinem YouTube ist. Mhm. Ich gucke übrigens über Abo-Box, aber die meisten Leute gucken eigentlich über die Startseite. Die sehen Ich, 8 Videos auf der Startseite und klicken dann auf das drauf, was ihnen davon am besten gefällt. ich gucke tatsächlich auch über die Aberbox, Ich glaube, das ist so ein aber Informatiker-Ding. Bei meinem anderen Kanal hier, The Morpheus Tutorials, ist es so irgendwie 50% mindestens gucken über die Abo-Box. ja, ich möchte eigentlich einfach entscheiden, was ich sehe und dann Ja, zu den Themen kriege ich ja dann immer noch relevante Vorschläge ja, und dadurch wird man immer weiter verlinkt. ja, Aber klar, das ist im Fediverse jetzt an sich auch noch eine größere Lücke, dass man für die Leute, die es wirklich wollen, ja, optional sowas einbaut. Und zwar, wo nicht deine Daten mit irgendjemand geteilt werden, sondern mit deinem kleinen Server, dem du einigermaßen vertrauen kannst oder den du dir selber hostest, hm. wo nicht irgendjemand ganz genau weiß, wer du bist und wer dich manipulieren kann. Und das wäre auch noch eine Chance, meiner Meinung nach. Das wäre meiner Meinung nach auch gerade so eine richtig große Chance sogar, weil dann kann ich ja meinen Algorithmus einstellen, welche Themen er mir vielleicht vorschlägt und welche er einfach auslassen soll. Beziehungsweise ich kann ihn halt einfach nicht manipulativ gestalten oder ich kann sagen, ey, bitte jetzt nicht einfach nur so alles, was mich möglichst lange an die Plattform fesselt, sondern mach doch einfach mal so, ich will meinen Feierabend genießen, Mix. Ich will einfach nur gut unterhalten werden. Oder ich will jetzt educated werden. Das gibt's ja bei Ja, TikTok zum Beispiel gar nicht. Bei TikTok wird einfach nur darauf optimiert, mich so lange wie möglich daran zu fesseln. Bei mir funktioniert es überhaupt nicht, aber bei anderen Leuten funktioniert es echt gut. Wenn man ja. da so Custom-Algorithmen hätte, das würde ich tatsächlich feiern. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo Open Source natürlich einfach auch mächtig ohne Ende ist. Ja, klar, vor allem, weil wir haben hier jetzt den Vorteil, wir sind da drauf nicht angewiesen. Ja. Wir haben entweder gar kein Geld, da ist eh schon egal, oder, oder wir sind irgendwie spendenfinanziert oder Ja, sowas in die ja. Richtung. Und Wir haben einfach gar kein heißt, Geld. wir brauchen die Daten in dem Fall nicht. Wir müssen nicht wissen, dass du Katzenvideos nach der Arbeit sehen möchtest oder was auch Ja. immer. Ich kann es einfach so euch sagen. Ja. Ja, wir können es einmal wirklich so machen. War Also übrigens ein guter generell. Guess mit den Katzenvideos. Man kann einfach wirklich sagen, man möchte es so gestalten, dass es für den User optimal ist und nicht für die Werbetreibenden. Weil Ja.
Meta ist auf die Werbetreibenden ausgelegt und nicht auf die User. Ja, Nur soweit die User, dass sie nicht abhauen. Das ist ja, die ja, einzige eben. Bedingung. Ja, Ja, aber dann könnte man auch einfach sagen, ey, yo, zahl mir halt 10 Euro im Monat und davon ja, gehen 5 irgendwie an deine Lieblingscreator, die du am meisten geguckt hast. Oder das zahl wäre so sehr viel, wie du cool, möchtest im ja. Monat. Ja, Der Rest, die Hälfte geht irgendwie an deine Lieblingscreator und der Rest geht in unsere Entwicklung. ja. Das wär cool. Also ich würde es tatsächlich tun, wenn ich dann halt wirklich auch meine Creator dort sehen würde. Ja, Ähm, also das wäre generell cool, so dass man uns irgendwie als Server-Admin oder als User selber einstellen kann. Man möchte äh, einmal aufteilen auf Creator, mhm, auf, auf Admins von deiner Instanz und auf die mhm, Entwickler der Software. Und das entweder der User oder Admin irgendwas oder auch der Softwareentwickler, mhm. dass man es auf jeden Fall so ein bisschen flexibel gestalten kann und dann kann man das schön aufteilen, sich. Ja? Das Mhm. wär an sich wirklich eine coole Sache. Ja, Weil dann bräuchte man das Problem, dann hätte man das Problem mit Werbung nicht mehr. Weil personenbezogene Werbung ist je nachdem ja auch schon ein bisschen kritisch ja. und Gerade hat Gefahren. personenbezogen, aber ich meine, man könnte auch auf kontextbezogen einfach wechseln. Also ich meine, Ja, wenn ich mir dann das irgendwie wird, am Abend Katzenvideos angucke, ist wahrscheinlich auch eine Werbung für Katzenspielzeug ein bisschen erfolgreicher bei mir. ja, Während, wenn meine Interessen eigentlich in der Informatik liegen, aber ich jetzt halt in meinem Feierabend gerade Katzenvideos möchte, dann kann ich ja trotzdem Katzenwerbung sehen, ja. weil why not? Gut, vielleicht habe ich keine Die, Katze dann, aber. die, die, die Frage ist ja dann nur, ähm, wie man das dann machen möchte, wenn man wirklich ein freies Ökosystem hat. Mhm. Weil klar kann ich jetzt in meine App Werbung einbauen, Mhm. auch kontextbezogene Werbung, die ja in Ordnung wäre. Mhm. Ähm, aber dann hat der User immer noch die Möglichkeit, eine andere App zu wählen. Ja, So, genau. klar. Und da kann man vielleicht sich auch überlegen, ob man das irgendwie ein bisschen kombiniert oder dem User die Freiheit von Haus aus gibt, dass er Wie sagen viel kann, ja, Werbung? ich möchte Werbung gucken, damit ich das unterstütze. Mhm. Oder ich sage, ich möchte lieber 20 € im Monat verteilt auf alles zahlen. Mhm. Was für mich persönlich, also wenn mir so eine App sagen würde, was ich so konsumiere von welchen Creatoren und Und mir ich eine halt, Empfehlung geben ja, würde, wie ja. ich wen unterstützen kann, dass das für mich wäre das eine Lösung, dass ich da wirklich auch Geld zahle. Mhm. Ja, für mich auch tatsächlich. Aber man muss halt auch überlegen, also wenn ich so eine App wirklich benutzen würde, Mhm, dann würde ich dafür gerne Geld zahlen. Also ich zahle auch für YouTube Premium jeden Monat. mhm, Weil ich halt einfach die Werbung nicht sehen möchte. Ich möchte auch nicht unbedingt diese Werbung auf Google News sehen, aber da habe ich jetzt nicht wirklich eine Option, da rauszugehen, weil da gibt ja. es kein Premium. Ich würde auch gerne einfach so ein Google Premium bezahlen, dann kriege ich halt einfach alles ohne Werbung. Wäre geil. Ähm, aber auf der anderen Seite, diese, diese Massen an Leuten, um diese Entwicklung auch zu finanzieren, kommen erst, wenn die Creator kommen. Aber die Creator kommen erst, wenn diese Massen an Leuten da sind. Ja, das ist so ein Das, Henne-Ei-Problem. genau, das ist so ein Henne-Ei-Problem, richtig. Und da muss man irgendwie, also da für mich als Creator muss man natürlich auch immer wieder überlegen, was macht für mich Sinn? Wie mache ich mein Einkommen in dem Sinne? Mein Das ist ja Einkommen auch kommt ja eigentlich, existenzabhängig. ja, genau, Ja, richtig. Also gerade wenn ich es Fulltime mache, kommt eigentlich mein Einkommen zu 100% aus meinen Aufrufen. Also, wenn ich viele Aufrufe mache, kriege ich mehr Geld. Egal, ob mein Content besser ist oder schlechter. Wenn ich mhm, weniger Aufrufe mache, kriege ich einfach weniger Geld. Sprich, wenn ja, ich bei Mastodon oder bei Pixelfed oder sonst irgendwo halt eine Reichweite von 100 Leuten pro Post habe, kriege ich halt deutlich weniger, so ein Zehntel, als wenn ich eben bei Instagram zum Beispiel 1000 Leute habe. ich glaube einfach, dass da das Cross-Posting für den Anfang Das denke das ich auch, ja. Optimale ist. Dass du halt irgendwie man kann ja darauf aufmerksam machen, man hat die anderen Plattformen und theoretisch wäre es einem lieber, wenn man da wäre, Ja, aber halt die anderen noch, um seine Existenz zu finanzieren. Also da hat man ja dann als Creator nicht so die Wahl. ja. Aber auch ich habe jetzt schon, glaube ich, von ein paar Creatoren gehört, dass jetzt wirklich ja so von YouTube Einnahmen jetzt nicht so wirklich Mm. viel ist. Die Und YouTube-Einnahmen sind Sponsorships, vernachlässigbar. ja, eben. Und dann bräuchte die Plattform die Werbung vielleicht, aber die Creator würden ja mit Sponsorships alleine dann Genau. fast genauso gut Aber die auskommen. Sponsorships kriegst du nur, wenn du eine große Zielgruppe hast. Und also wenn ich jetzt zum Genau, Beispiel 30.000 Leute im Fediverse erreichen würde, wäre das ja. easy machbar. Damit könnte ich den Kanal plus Cutter finanzieren.
Mhm. Während, wenn ich jetzt halt nur 3000 Leute habe, dann wird es sogar mit mir als einfach Lebensunterhalt sehr schwierig. Klar. Das ist, glaube ich, für die Übergangsphase, sage ich jetzt mal, einfach dieses Cross-Posting Ja. fast unerlässlich. Mhm. Deswegen ich es auch kritisch finde, wenn irgendwelche Plattformen das verbieten wollen durch irgendwelche Verträge oder AGBs. Ja, verbieten. Also Twitch verbietet es zum Beispiel übrigens. Also ich darf nirgends anders streamen, wenn wir jetzt hier streamen gerade. Mhm. Also zumindest ich bin Affiliate bei Twitch und da darf ich dann wirklich nirgends anders gleichzeitig. Auch nicht YouTube übrigens. Ich glaube, sie haben auch darüber geredet, das jetzt halt auf alle Streams anzuwenden, oder? Echt? Das habe Ich ich gar glaube nicht schon. Ich mitgekriegt. bin mir nicht sicher. Also ich Also tue es dann sowieso nicht, weil ich weiß davon, ich kann auch den Affiliate-Vertrag nicht rückgängig machen. okay, Aber interessant. ja, also das ist ein bisschen natürlich vereinnahmend dann auch. Aber Mhm. viele halten sich auch gar nicht so richtig dran, zumindest nicht komplett. Also ich meine, bei vielen sieht man dann irgendwie das Video, was wir jetzt auch machen, bei YouTube dann am Ende. Ja, Zusammengeschnitten halt ein bisschen. ja. Ähm, aber ja, stimmt, Multistream ist neu für alle verboten, nicht nur für Partner und Affiliate. Das ist schon frech. Das ist Ja. wirklich frech, Twitch. Das finde ich auch sehr, sehr kritisch, ehrlich Ja, gesagt, weil das ist einfach genau das Verhindern, dass Creator auf eine andere Plattform ihrer Wahl wechseln, ja. weil dann die können nicht, also ich glaube nicht, dass du jetzt sagen könntest, von heute auf morgen kein Twitch mehr. Oder Also ist es für. Twitch ist bei mir einfach finanziell nicht so wichtig, weil ich Okay, einfach viel zu wenig auf Twitch bin, als dass es irgendwie wichtig sein könnte. mhm. Ja, okay, dann nehmen wir Aber aber bei irgendwann mal YouTube. den größeren, Also ne, YouTube Streamer. ist bei Ja, mir völlig unmöglich, dass ich es einfach so weglasse. ja, ja. Ja. Und wenn jetzt YouTube ist ja, glaube ich, ein bisschen gelassener. Was die Videos angeht, ja, also es sind im Endeffekt immer noch meine Videos. Ich darf sie überall hochladen, wo ich möchte. YouTube macht das anders und Ja, das ist auch ein ziemlicher Dickmove von ihnen. Und zwar, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Video hochlädst und es kriegt innerhalb der ersten Stunde 1000 Aufrufe, ja, dann sagen wir mal, wird es weiter promoted, anhand von der Aufrufe, anhand von wie gut die Klickrate ist und wie gut die Watchtime ist. Und irgendwann am Ende landet es halt bei, sagen wir mal, bei so ungefähr 10.000 Leuten nach einem Jahr. Einfach mal nur so eine Baseline. Das ist jetzt nicht unbedingt realistisch, aber einfach nur, damit wir gute, einfache Zahlen haben. Wenn du jetzt allerdings dein Video noch ins Fediverse hochlädst und die Aufrufe splitten sich halb-halb, also 500 Leute bei YouTube ja. und 500 Leute beim Fediverse, dann hast du am Ende nicht mehr 10.000 Aufrufe nach diesem Jahr, sondern nur noch 5.000 Aufrufe. Mhm. Was bedeutet, dein ganzer Kanal performt schlechter, was insgesamt bedeutet, dass deine Videos noch schlechter gerankt werden und auch den 500 Leuten vom Anfang nicht mehr allen auf der Startseite angezeigt werden. Sprich, du kriegst dann im Endeffekt auf neuen Videos nur noch 250 Aufrufe und dann vielleicht noch so 2.500 nach einem Jahr, wenn du Glück hast. Und Klar, das ist die ja. Gemeinheit, weil das sind diese Mhm. personalisierten Algorithmen. Die Lösung, die ich jetzt gerade mir so am Überlegen bin, wäre also eigentlich eher zu sagen, das Fediverse bedient sich einfach ganz dreist bei YouTubes Videos und zeigt die halt einfach. Das kannst du ja auch Das habe machen. ich auch schon überlegt. Also Ja, es gibt ja auch so andere Clients für YouTube, ja, wo es, genau. also ich weiß jetzt nicht, wie YouTube das sieht, aber ich gehe davon Genau. aus, dass sie es sehr kritisch sehen. Ja, also tatsächlich ging YouTube dagegen sogar gegen einen Client jetzt gerade erst rechtlich vor, weil sie halt keine Werbung schalten, beziehungsweise die Werbung blockieren, die bei YouTube gezeigt wird. Mhm. Und YouTube will halt die Werbeeinnahmen haben. So, das ist alles, was YouTube will. Ja. Deswegen gehen sie auch richtig, richtig stark gegen Adblocking vor in den Videos. Ähm, und sie haben halt auch eine App dazu entwickelt. Ich glaube, das war eine App. Ja. Mhm. Ja, das ist ein bisschen, das ist halt das, wo ich so ein bisschen schwierig finde, weil sie dich wirklich quasi zwingen, bei sich zu bleiben. Ja. Also sie zwingen dich so ein bisschen indirekt. Indirekt, Das finde ja. ich bei Podcasts eigentlich ganz geil. Du kannst einfach deinen Podcast überall raushauen und das stört halt nicht wirklich irgendjemanden. Ja. Ähm, ja, gerade bei YouTube und Twitch und so, genau, also das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, was man irgendwie als Creator auch hat. Und ich glaube, das Mhm. ist so gerade das, was wir irgendwie fixen müssen. Ähm, Ja. bei mir war es nicht Aber Venezuela, sondern Argentinien, aber ja. ähm, aber was man da auch noch vielleicht erwähnen sollte, also wir haben jetzt halt auf Mastodon, also jetzt auf dieser Twitter-Creator-Ebene, Mhm. da haben wir schon einige. Also im Ja, Sinne Tagesschau zum Beispiel, ARD und ZDF haben beide Instanzen. das finde ich gut. Ja. Das Neo Magazin Royal ist ja schon viel länger dabei. Ja, ja. Die haben tatsächlich auch mal eine Instanz gemacht, die frei Die haben zugänglich eine war eigene für alle. Instanz gehabt. Also die haben erstmal eine eigene Instanz Hm. für sich und ich glaube noch eine für
random Leute. Okay, Also wo man okay. sich einen Account machen könnte. Interessant, ARD, ja. ZDF haben für sich selber, der Bund hat für sich selber. Mhm. Ja, also es sind schon einige da, gerade aus der Open-Source-Welt. Wenn man als Open-Source-Projekt was von sich hält, dann hat man normalerweise einen Mastodon-Account so. Da Ja, findet man schon eigentlich alle wieder. ja, das Äh, stimmt schon. und also da auf der Ebene haben wir halt viel. Wenn man zum Beispiel mal PeerTube guckt, da Ja. ist, fällt mir gerade, glaube ich, ein Kanal ein. Ich glaube, Techlaw sollte da drauf sein. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Das ist Ja, so ein ne. englischsprachiger, auf Privacy fokussiert. Aber das wäre jetzt Deswegen auch. gerade so 'n doch, klar, natürlich kenne ich ihn. Aber das wäre jetzt gerade so das, wo ich sagen würde: „Ey, das wäre eigentlich voll die Chance für die Öffentlich-Rechtlichen“, weil die schalten eh keine Werbung. Die Das können habe ja ich mir auch die gedacht, können ja. ja Das einfach wäre auf mega PeerTube cool. gehen und sich 'ne eigene PeerTube-Instanz hosten. Und wenn Funk wirklich komplett sich von YouTube zurückzieht und sagt: „Wir sind jetzt bei PeerTube“, dann kommen alle hinterher. Weil so viele Ja, in YouTube Deutschland gucken eigentlich hauptsächlich Funkkanäle ja. und ganz Also, ehrlich, es ja, es das wäre wäre schon richtig cool, ja. ja, PeerTube hat halt auch noch das Peer-to-Peer, ich sage es mal, Problem, weil es in Deutschland ja rechtlich Konsequenzen haben kann, wenn man auf ein falsches Video klickt. ja, definitiv. Ähm, Habe denen mal eine E-Mail geschrieben, also Funk, um zu fragen, ob sie auf Odyssey wechseln. Ich hatte übrigens mit Odyssey auch schon mal Kontakt. Und bei mir war eben das der Punkt, dass ich nicht auf Odyssey wechseln konnte, weil halt einfach die Aufrufe dann sich splitten, dann funktioniert YouTube nicht mehr. mhm, Und so viel mache ich halt an Aufrufen nicht, dass ich es mir erlauben kann. Also ja, gerade während wir jetzt die Academy aufbauen, das ist leider wahnsinnig teuer, muss man auch dazu sagen. mhm, Die Einnahmen sind jetzt nicht so hoch und Ausgaben sind hoch. Genau, aber die meinten, also Funk meinte dann im Endeffekt, die richten sich danach, wo die jungen Leute sind. mhm. Also, ja, das ist Bisschen schwierig dann, ja. bisschen schwierig, vor allem wenn sie dann irgendwie Sachen wie TikTok unterstützen, aber halt Ja, nicht die Alternative geben. Also ich meine, sich beide Kanäle anzueignen und gerade als Funk auf beide Kanäle hochzuladen, ist doch eigentlich völlig machbar. und dann vielleicht auch auf TikTok ein bisschen aufklären, dass die Leute auch Ja, wissen, wieso ist TikTok vielleicht ein bisschen kritisch mit manchen Punkten ja, oder auch andere Plattformen. tun sie aber nicht. Also ich habe Ja, schon mehrfach dort ein bisschen nachgebohrt. Ich war ja auch schon bei einigen Funkformaten. Ich habe auch schon fast, also meinen Kanal irgendwie dreimal als Funkformat beworben. Früher, mhm, als er noch relativ klein war. Und dann haben sie immer gemeint, er war zu spezifisch oder sowas. mhm. Und ja, auch schon an einem anderen Format mit anderen zusammengearbeitet. Also, die haben kein Interesse oder haben es nicht mal in Erwägung gezogen, auf eine andere Plattform zu gehen, weil, und das finde ich tatsächlich ein großes Problem bei den Öffentlich-Rechtlichen auf YouTube oder auf Social Media, sie sind davon abhängig, ob sie weiter existieren, wie viele Aufrufe sie haben. Dafür sollten sie ja grad sein, dass sie davon nicht abhängig sind. Genau, Das ist ja eigentlich die Idee davon. genau. Und das dachte ich mir. Ja, Ja, das ist also das ist schade. bisschen schade. Aber halt auch 'ne Chance. Also, vielleicht Ja, kriegt man's ihnen irgendwie kommuniziert, wenn genug ja, Leute sich vielleicht. beschweren. Vielleicht brauchen wir auch einfach eine. Und das ist so ein anderes Problem, was ich mit dem Fediverse gerade noch ansprechen wollte. Vielleicht brauchen wir eine Instanz, die einfach alles ist. Einfach nur wirklich komplett seamless Social Network Setup. Also wirklich, ohne dass du irgendwie nachdenken musst. Du Mhm. klickst auf Installieren, du baust dir einen Account, wie du es einfach bei Instagram machst, und dann hast du alles, was du brauchst. Ja. Also wirklich, dass Ist du ja im nicht mehr Endeffekt nachdenken musst. ist im Endeffekt ja das, was ich machen möchte, dass du halt einen Ja, Account dann für dein Social Media hast. ja. Aber dass du Für auch dies wirklich keine, also du musst nicht einstellen, du kannst einstellen, wenn du in den Einstellungen wühlst, aber du musst nicht. Ich glaube, Ja, das ist so relativ wichtig, weil viele wollen sich nicht durch Einstellungen wühlen. Also ich wäre sofort dabei, mich durch die Einstellungen zu wühlen. Ich würde auch ein Tutorial drüber machen. Und ich würde auch zeigen, wie man seine eigene Instanz aufsetzt. Aber also das habe ich bei Mastodon zum Beispiel gemerkt. Ich habe damals, als diese ganze Sache mit Elon Musk und Twitter so groß war, habe ich mhm. mit meiner Freundin eben also für sie Mastodon eingerichtet. Beziehungsweise ich habe ihr gesagt, ey, mach dir jetzt einen Mastodon-Account, komm schon. Und das war dann so schwierig, eine Instanz zu finden, weil zu dem Zeitpunkt eben alle Instanzen überlaufen waren, dass Ja, sie sich mhm. bei manchen bewerben musste und dann hat sie da keine Antwort bekommen und am Ende hat sie dann gesagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, dann kam irgendwann 2 Tage später kam eine Antwort und dann kam sie auch rein, aber für 90% der Leute ist das direkt ein Upturner, wo sie einfach gar nicht mehr wollen. Ja, bei mir war die Situation genau das Gleiche, bloß Ja, dass da 'n Platz frei war bei ja, meiner Freundin. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Mastodon wollte es auch versuchen, so ein bisschen anzugehen und immer ihre Instanz vorauszuwählen, dass die Mhm. User quasi schon was vorausgewählt haben. Das sehen Mhm. aber auch einige Leute kritisch, einfach dadurch, dass diese eine Rieseninstanz gepusht wird. Mhm. Ähm, Da würde ich vielleicht eher an so eine Liste denken, die man irgendwie auf GitHub sich zusammen erarbeitet, äh, wo man ja renovierte Instanzen auflistet, wo empfohlen werden können für 'n User, je Mhm. nachdem, wie gerade die Verteilung ausschaut, Wie gerade die dass wir nicht Auslastung ist. alles auf einer Instanz haben. Das Ja. wäre nämlich auch 'n bisschen suboptimal. Das Ja, Fediverse dann haben lebt wir ja wieder schon von von diesem dezentral. Community-Gefühl Mhm. auch und aber auch, dass das einfach die Last verteilt ist. Ja, auf jeden Fall. Und die Abhängigkeit. Je größer so 'ne Instanz ist, desto größer ist die Gefahr, dass jemand doch irgendwie es schafft, die abzukaufen oder so was. Mhm. Ähm, Dass sie dann ja. Open Source Software an sich kann jetzt nicht abgekauft werden, aber so 'ne Instanz, wenn Meta genug Geld zahlt, wird vielleicht irgendwann mal 'n Admin schwach von 'ner größeren Instanz. Und der sagt dann halt Aber einfach: „Ja gut, ihr könnt die Instanz haben", aber ich meine, was ist da drauf, ne? ja, die User halt alle. Da hat man Ja. halt wieder das Problem, wenn dann wieder so was passiert wie bei Twitter, dass man dann doch irgendwas verändert, ähm, kann ja Mhm. schon zu Problemen führen. Deswegen muss man 'n bisschen die Usability ist zwar sehr wichtig, gerade für die Allgemeinheit, aber man sollte immer kritisch dann auch so kleine Änderungen hinterfragen. Mhm. Aber Ja. ja, generell stimme ich dir zu, der User muss sich einfach Also, da muss man aber vielleicht schauen, dass man diese Usability-Frage klärt, aber diese kritischen Fragen im Hintergrund klärt, ohne dass es der User mhm, mitkriegt. Also, eben wie du genau. gesagt hast, zum Beispiel einfach so eine Liste mit Instanzen, die einfach offen sind für alles, dass die sich einfach da quasi in GitHub einfach so eine Liste bauen und die wird dann halt einfach durchgeswitcht und immer geschaut, okay, wie viel Auslastung wollt ihr haben, wie viele User wollt ihr haben, Mhm, ähm, und dass es da irgendwie vielleicht sogar Teil des Protokolls wird, dass man sich das automatisch aneignet, weil ansonsten ähm, also ich bin ehrlich, ich könnte meine nicht technischen Freunde nicht dazu überreden oder überzeugen, dass sie zu Mastodon kommen, ähm, wenn es nicht wirklich große Probleme bei Twitter gibt. Gut, fairerweise, die meisten benutzen gar kein Twitter, aber so, ja. ne? Aber da ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da so 'n Account erstellt hast. Ich fand's eigentlich gar nicht so schlecht bei 21. Mastodon, weil du hattest 20? so 'ne Liste mit so Beschreibung, Ja. dieser der von den Machern von Mastodon, der Server. Der Mhm. andere Server ist eher so, was weiß ich, für Hacker, der andere ist für Ja. Softwareentwickler, Ja. der andere für Künstler. Wobei fairerweise die Beschreibung auch echt, also ich meine, es ist nicht so relevant, welchen Server du wählst am Ende. Es kommt schon drauf an, also bei Mastodon grad hast du ja auch die lokale Timeline. Mhm. Heißt, Ja, wenn du jetzt gut, natürlich stimmt. für Hacking-Zeug installierst, bist auf 'nem Hacking-Server und dann kannst du die lokale Timeline durchscrollen. Moment, muss ich gucken. Ja, das Mastodon Tasten. Social bist du, ne, Ja, genau, da oder? ist das sowieso alles drin. So, Da aber ist bei halt mir alles ist, drin dann, ja. gut, aber Genau, es gibt dann fairerweise, also bei mir sind halt auch einfach nur die Leute, die ich halt abonniert habe. Ich glaube, habe ich eine lokale Timeline? Ah, ja, hier, tatsächlich. genau. Und es gibt 'ne Da war ich noch Federated nie. Timeline, das und ja, Ja. und da kann man halt dann so themenspezifisch allein durch die Instanzauswahl natürlich schon mal den Content so 'n bisschen filtern. Mhm. Und auch die Accounts, die ja der Server kennt, sind ja Mhm. die Accounts, wo die Leute von deinem Server mit interagieren. Ein ActivityPub-Server kennt nicht alle Server out of the box. Ja. Irgendeiner muss mal 'nen Username mit Domain eingeben und dann kennt der Server halt den Server und 'n paar User davon, je nachdem, wie die Mhm. miteinander interagieren. Aber deswegen halt, je nachdem, was du für 'n Server wählst, hast du schon auch andere Accounts, die in der Suche gefunden werden und so weiter. Ja, stimmt schon. Also, es hat schon auch Einfluss. Mhm. Genau. Ich überlege die ganze Zeit, wie man das vielleicht so ein bisschen komplett einfach gestalten könnte. Aber ich glaube, da bräuchte man wirklich sowas eben wie du baust, das einfach alles so kombiniert und in eins packt. Dann brauchst du Mhm. halt doch wieder so 'n Überserver, der halt wirklich alles irgendwie sich fetcht von allen möglichen Instanzen. Und das wird dann auch schon wieder ziemlich schwierig. Allein wenn du jetzt halt aber halt zum Beispiel du holst dir aus so 'ner Liste irgendwie 10 Accounts, dann kann das auch der Client machen. Dann 10 Server kann der Client 'ne Anfrage schicken ans Node-Info-Protokoll Mhm. und dann kriegt er da 10-mal 'ne Response mit der Useranzahl. Und dann hätte Mhm. man schon zum Beispiel, wer wie groß ist und dann könnte man auf den kleinsten Server mal was draufhauen zum Beispiel. Oh.
das Client-Side laufen zu lassen, finde ich irgendwie sweet. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil da haben wir jetzt, dann ist die Last besser verteilt. Also alles, was geht am Client, ist, glaube ich, für das ganze Netzwerk eine Entlastung. Wobei der Client dann halt relativ viele Anfragen stellen muss. Das, Und ja, stimmt. Das, auf der anderen Seite sparst ja das eventuell, wenn du es am Server cachest. ja. Ja, das kann so und so sein. Aber ist eigentlich eine. Ja. Ich finde es eigentlich einen echt großen Vorteil von Mastodon, dass man eben nur die Leute sieht, denen man folgt oder was die Leute geteilt haben. Eben genau, Mhm. also das ist auch der Grund gewesen, warum ich persönlich Mastodon eben so viel gucke, weil ich halt dort wirklich meinen Feed sehe Mhm. und nicht irgendwie einen Algorithmus, der denkt, dass es für mich jetzt interessant ist, obwohl es halt überhaupt nicht interessant ist. Und dann kriege ich am Ende nur Leute, die halt gut optimieren können auf den Algorithmus. Also Ja, aber das ist super nervig. glaubst du, dass es bei Twitter wirklich viele Leute gibt, die sagen, der Algorithmus ist cool? Weil ich glaube, gerade bei sowas wie Twitter möchten die meisten doch wirklich so eine normale Timeline haben, oder? Also bei so YouTube kann ich es noch nachvollziehen, dass man da Vorschläge haben möchte, aber also, Ja, weiß nicht, bei also bei Textposts? Twitter, ich habe aktuell einen Feed, der mich sehr gut informiert für Themen, die ich jetzt als potenzielle Videos identifiziere. Aha, Das ist ziemlich wertvoll für mich, muss ich sagen. okay. Ähm, weil ich, also im Endeffekt, ich scroll dann da durch und also ich sehe einfach dann, okay, hier ist ein neues Machine Learning Paper. So, da wäre ich niemals drauf gekommen von irgendeinem Account, den ich noch nie gehört habe, der aber irgendwie einen blauen Haken hat, warum auch immer. Und die werden ja sowieso weiter oben gerankt in dem Algorithmus. Was ich übrigens eine Schweinerei finde, weil du dir so einfach Reichweite erkaufen kannst. Das ist komplett bescheuert. Mhm. Aber anderes Thema. Im Endeffekt, man geht, oder ich gehe her und scroll wirklich durch meinen Feed durch. Neues Machine Learning Paper, cool, speichern. Neues Machine Learning Paper, cool, speichern. Und dann lese ich mir die alle irgendwann so später mal durch. Zumindest habe ich das vor. Es sind ein paar viele. Ich weiß nicht, was momentan los ist. Hunderte Wahnsinn. Seiten. Es ist wirklich. Ich kann einmal durchscrollen. Ich habe 20 neue Paper und das kann ich jeden Tag machen. Ich kann aber nur eins pro Woche vorstellen. Ja. Das heißt, ich lese halt irgendwie so 10, wo ich denke, okay, die sind spannend. Mhm. Und eins davon stelle ich dann am Wochenende vor, meistens so. Das ist so Ja. aktuell gerade mein Workflow. Ist total spannend, weil ich so natürlich einen relativ breiten Einblick kriege, aber es ist irgendwie schade, dass ich so stark filtern muss. Ja. Aber genau, also das ist so der Wert, den so ein Empfehlungsalgorithmus eigentlich gerade für mich hat. Mhm. Weil dadurch kann ich einfach mir die Recherche ersparen, sondern es wird mir einfach quasi reingespült. Auch Themen, die ich vielleicht davor noch nicht gehört habe, die mich aber potenziell interessieren. Dazu muss Ja. natürlich Twitter erstmal über mich sammeln, was interessiert mich. Und da ich nichts, aber auch wirklich einfach gar nichts auf Twitter like, was nicht irgendwie mich betrifft, beziehungsweise irgendwie eine Antwort auf mich ist oder halt direkt für mich relevant ist, ähm, kann Twitter eigentlich nichts anderes tun, außer die Sachen, bei denen ich auf den Teilen-Button gedrückt habe oder die ich mir halt länger angeguckt habe, stärker ins Gewicht zu nehmen. Mhm. Und genau, das ist genau Hashtags, denen man folgen kann, aber wie findest du die Hashtags? Das ist eben so gerade das Problem. Ich wüsste nicht, nach was für einem Hashtag ich suchen würde dabei. Also klar, ich könnte jetzt nach Machine Learning Papers suchen, aber den Hashtags würde ich so wahrscheinlich dann auch nicht folgen. Mhm. Hm, Also ich glaube, gerade so, um aus seiner Bubble ein bisschen rauszukommen oder tiefer reinzukommen, ist so ein Empfehlungsalgorithmus nicht verkehrt. Deswegen, Ja. ich finde es nicht scheiße, wenn man einfach sagt, okay, wir haben einen Empfehlungsalgorithmus, der wirklich auf deinen persönlichen Präferenzen trainiert wird und bauen dir deinen Feed. Und du hast dann aber, daraus werden so quasi Themen extrahiert und du kannst dann auch die einzelnen Themen quasi an- oder ausschalten. Ähm, Ja, oder auch einfach sagen, oder einfach deine Startseite, klar. das mag ich nicht. Ja, ja, genau. So wirklich, weil das funktioniert. Weil ich glaube, bei YouTube Werbung kann man das machen, das ist, hat gefühlt keinen Einfluss. Bei YouTube-Werbung weiß ich es nicht, aber du kannst sagen, bitte keine Videos von diesem Kanal anzeigen. Und bei Google News kannst du sagen, ich bin nicht an diesem Thema interessiert. Mhm. Ähm, Also, aber dass Das ist sowas eigentlich halt ganz in dann Ordnung. wirklich funktioniert, das wäre ja schon mal was. Ja, also Google News merkt es sich nicht für immer. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich habe regelmäßig Fußball in meinen News und ich klick regelmäßig kein Interesse am Thema Fußball an. Und trotzdem Mhm. kommt es immer mal wieder rein. Wahrscheinlich, weil du jedes Mal so lange brauchst, das wieder wegzuklicken. Ja, Dann ja. sagt er, das hast du dir lange angeguckt. Ja, ja, möglich. Oder weil es einfach mir zuhört. Ich habe schon öfters gemerkt, dass manche Inhalte kommen, wenn man drüber spricht. Das ist, Mhm. naja, ist aber ein anderes Thema. Ähm, weil ich glaube, dass es
Client-Side machen, ob man sowas Client-Side machen kann. Also, dass die globale Timeline auf Wunsch die Posts rankt und dann nur welche über x Punkten anzeigt. Dazu müsstest du die komplette Timeline, also wirklich alles, was es gibt an Social Media Content, müsstest du dann lokal bei dir haben. Und lokal bei dir analysieren. Das wäre ein unfassbares Datenvolumen, was du da aufbrauchen würdest dabei. Das kannst du, also das Client-Side zu machen, ist, glaube ich, so ineffizient, das willst du nicht. Ja. Das ist eben gerade so das Problem. serverseitig Vor ist allem, schon eine ja, vor allem ist Herausforderung. es wirklich sehr, sehr teuer dann auch. Also was man machen könnte, wäre vielleicht, dass man serverseitig Tags extrahiert von den einzelnen Posts. Also, dass ich quasi einen Twitter-Post oder halt einen Mastodon-Post finde und vielleicht 5 Short-Videos oder sowas. Und dann mache ich darauf jeweils die Analysen. Und daraus extrahiere ich den Text und die wiederum gebe ich dann rein in so eine Suche. Oder halt in so ein. Also, die kannst du ja quasi alle downloaden und dann wird quasi für dich extrahiert, okay, welche Sachen passen für mich am besten. Mhm. Aber dann kriegst du halt wahrscheinlich mehr als nur einen Post angezeigt als besten Post. Und das dann zu ranken nach Top 1, Top 2, Top 3 ist sehr, sehr schwer. Muss eine KI würfeln. Ja, im Endeffekt ist es Würfeln, ja. Oder sie geht einfach davon aus, dass du mehr als eins angezeigt bekommst und nimm einfach alle, die irgendwie für dich relevant sind, und packen sie auf deine Timeline. Also sprich einfach dann so eine Text-Timeline, die gehst du sowieso alle durch und dann hast du eine Short-Video-Timeline, die gehst du ja auch alle durch und bei den langen Videos zeigen sie dir halt einfach Titel, Thumbnail an und du kannst auswählen. Das wird ja bei YouTube auch so gemacht im Endeffekt. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Da hätte ich auch ehrlich gesagt gar nicht so das Problem, wenn es auf der Serverseite gemacht werden würde. Ja, ich auch nicht. Weil, also Client-Seite ist natürlich angenehm, dafür hast du Serverseite den Vorteil, dass es usability-technisch wieder angenehmer ist, weil du auf allen Geräten das dann denselben Stand hast. Und wenn du irgendwie Angst hast um deine Privacy, weil halt ein Server deine Präferenzen kennt, kannst du immer noch deine eigene Instanz hosten. Genau. Und dann läuft es dort. Also das würde ja auch noch gehen. Deswegen, das fände ich schon ganz cool, wenn das funktionieren würde. Das wäre auf jeden Fall eine coole Idee, ja. Ja, aber das ist sehr, sehr viel Aufwand zu implementieren und braucht sehr viel Rechenleistung. Und du musst wirklich alles an Content erstmal zu dir rüberbringen. Also du kannst nicht dynamisch sagen, ich ziehe nur das von dem Server und ich ziehe nur das von dem Server. Du musst alles bei dir haben, um es auswerten zu können. Das hast du aber sowieso. Also du hast ja immer, du hast, also das, was du hast, das hast du immer bei dir. Okay. Ansonsten, wenn ein User irgendwie noch was Spezielles möchte, dann musst du es dir nachziehen. Ja, aber du brauchst ja eigentlich den Content von allen Usern, unabhängig davon, ob sie... Du hast nie alle User. Du hast immer nur einen kleinen Teil. Du hast immer nur den Teil, mit der für deine Leute relevant ist. Also wenn am anderen Ende vom Fediverse, wo keine Connection zu dir ist, irgendwas rumliegt, dann weiß dein Server davon nichts. Und was da auch noch ein Problem sein könnte, es hindert ja auch nicht irgendeinen bösartigen, ich sage jetzt mal Hacker, der sich ganz viele Likes auf seinem Server gibt. Ich meine, der kann ja Code ausführen, wie er lustig ist. Da bräuchte man dann wieder Moderatoren, die das verlässlich blockieren. Oder was ich auch gerne hätte, ich hätte gerne auch wieder so eine Liste, die öffentlich im Repository liegt, wo quasi Instanzen sind, die halt von der Community als schädlich gesehen werden, wo dann die Fedora-Server im Default blockieren würden. Sowas ist, glaube ich, auch nicht schlecht, weil dann hat jeder schon mal ein gutes Set, dass nicht jeder dahergelaufene, was weiß ich, Krypto-Scam einfach auf die Instanzen kommen. Ja. Aber da muss man aufpassen, weil wir haben jetzt halt wir können nicht den Daten vertrauen. Also wenn es jemand sagt, der hat so und so viele Likes. Das ist halt... Ist halt nur eine Zahl, ne? Ja, die kann er schicken mir, was er will. Aha. Und das Problem ist, dass genau das für die Creator super relevant ist. Sprich, wenn ich jetzt als Creator, sagen wir mal, dir schicke, ey, ich habe 50.000 Views. Ja. Und, keine Ahnung, 10.000 Likes oder sowas. Und es wird überall so angezeigt, aber ich habe halt nur eigentlich eine eigene Instanz und in Wahrheit haben es halt 5 Leute gesehen. Dann ist das halt eigentlich für Werbetreibende, 50.000 Aufrufe ist wahnsinnig wertvoll für Werbetreibende. Sprich, ich kann dafür haufenweise Kohle verlangen und die werden dann nach dem ersten Mal sehen, okay, funktioniert halt doch nicht. Und dann werden sie grundsätzlich misstrauisch, was das Mastodon oder das Fediverse an sich angeht. Ich glaube, das könnte man lösen, indem man sagt,
man stellt transparent dar, jetzt vielleicht nicht direkt, welche User das Video gesehen haben, das vielleicht ein bisschen arg offenlegen, sondern vielleicht von welchen Domains die User kommen. Und wenn du dann Mhm. 50.000 Mal dieselbe Domain hast, das muss man natürlich dann auch irgendwie verifizieren können. Ähm, aber zum Beispiel könnte man, also es gibt, jeder Actor hat, das ist jetzt was, das ist nicht ActivityPub an sich, sondern das hat man einfach so drüber gesetzt. Mhm. Und zwar hat jeder einen Public-Private Key zum Signieren, dass man sagen Mhm. kann, die Nachricht ist jetzt wirklich von dem einen User. Den könnte man eigentlich ja dafür benutzen, dass man signiert, das wurde gesehen, aber dann hat man halt wieder das Problem, jeder weiß, ich habe das Video gesehen, so. Ja, und das Also, willst es du ist ja so immer so, privacy-technisch auch nicht haben. ja, das ist immer dann Mhm. so ein Hin und Her. Aber dann vielleicht selber noch mal auf Serverebene, dass der Server sagt, einer meiner User hat das gesehen. Ja. Dann das verifizieren, dann hätte man eine Liste von allen Servern, wo halt dann fünfmal der Server für 5 Views von 'nem Server drin steht. Mhm. Und dann könntest du überprüfen, ob jetzt halt alle Views von irgendwelchen Servern kommen, die, verdächtig sind, oder alles von deinem Server, das ist ja dann Mhm. auch, fällt ja auf. Dann könnte man so 'ne Transparenz schaffen, ob diese Views realistisch sind. Klar kann man immer noch, wenn man's gut macht, 'n bisschen faken, aber man hat so 'n bisschen Transparenz, dass man sagen kann, denen kann man zumindest einigermaßen Ja. vertrauen. Ich glaube, die YouTube-Videos sind auch nicht unbedingt immer korrekt und ich glaube auch bei TikTok stimmt nicht alles. Mhm. Hm, also, zumindest ist es mal manchmal ganz weird, dass plötzlich Views einfach verschwinden. Ja, Also, das kann dann einfach sein, weil eben YouTube mal wieder durch Konten durchgegangen ist und die Scammer gelöscht hat. Das kann schon vorkommen. ja, Aber die sind ja auch keine echten Views, fairerweise. ja, Und die klar. werden auch manchmal angezeigt. Genau, also, okay. Aber das wäre was man machen könnte. Das müssten aber dann alle Server bei sich einbauen. Ja, oder du sagst halt zum Beispiel, du bist ja, ne, doch, das ist eigentlich was, wo alle Server einbauen müssen. Hast recht. Weil sonst wird's schwieriger. Und dann kannst du schon wieder nicht mehr richtig ähm, den Activity-Feed von anderen Instanzen oder von anderen Softwares benutzen. Also ich meine, wenn du jetzt dann, sagen wir mal, Benutzen schon, aber aber halt nicht, siehst, ja, du siehst dann halt die ja. Likes und sowas nicht. Also du kannst dann Das ist zum auch, Beispiel nicht glaube mehr ich, hergehen, was das glaube Mastodon ich macht und so, ja. ist, glaube ich, bei Mastodon tatsächlich auch der Fall. Ich glaube, Mastodon zeigt nur Likes, und bei Shares bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, Likes zeigt's ja nur von der lokalen Instanz an. Ah, echt? Ich glaube schon. Ah. Und dann kannst du auf Originalpost klicken und er zeigt dann alle an. Aber die Posts, also wenn du einen Post siehst, der nicht von deiner Instanz ist, dann siehst du dann normalerweise, glaube ich, nicht alle Likes. Bei den Schon. Favorites tatsächlich, also ich habe hier einen von meiner Instanz, einer von Digital Courage, einer von Tröd Café und einer von Mastodon World. Also jetzt bei einem Post, den ich einfach gerade rausgesucht habe. Mhm. Mm, naja, nee, das werden schon alle angezeigt. Werden alle angezeigt? Vielleicht macht es auch Tusky so, dass es einfach alle anzeigt. Das ist ja Kann auch dann, sein, dass das, also ich habe das in der normalen Messe dann Oberfläche gesehen. Kann sein, dass das der Client noch mal anders macht. ja. Ich dachte, es beobachtet zu haben. Vielleicht ist es inzwischen auch anders. Mm, ja, ich weiß es nicht genau. Mhm. Okay. Ja, also es gibt auf jeden Fall noch einiges, was man machen könnte, wozu man aber irgendwie auch alle Server verdonnern müsste. Das heißt, das wird Das man auf jeden Fall ist nicht machen können. das ist natürlich immer so ein bisschen, man kann mit gutem Beispiel vorangehen, sagen, das wäre sinnvoll, bei anderen Mm, Servern anklopfen, Issues aufmachen. ja, das heißt, Wäre recht, vielleicht wäre es dann auch tatsächlich irgendwie sinnvoll, das eher auf so einer Affiliate-Basis dann zu bewerben. Ähm, bei Plattformen wie Mastodon oder sowas. Also wenn ich jetzt als Creator da irgendwie Sponsoren hätte, würde ich es mhm. wahrscheinlich eher auf einer Affiliate-Basis bewerben. Sprich, ich krieg nicht pro View, weil die Views kann ich nicht verifizieren, sondern ich krieg eher pro Klick auf den Link. Das ist natürlich auch dann einfach was, wo man dann einfach eine andere Art Werbung zu machen, das Ja, wäre ja einfach sich auf eine andere Art von Plattform sich einstellen. Ist natürlich ja. dann auch 'ne Lösung, Auf mehr der oder anderen weniger. Seite, auf den Link klicken, da muss ich immer meinen eigenen Link nehmen, weil ich kann nicht verifizieren, wie viele Leute wirklich auf den Link klicken. Also wenn mir jetzt irgendwie jemand einen Link schickt, also ich meine, wenn ich, sagen wir mal, ich bewerbe, keine Ahnung, Mastodon. Mhm. Ähm,
dann kann ich nicht verifizieren, wie viele Leute wirklich auf den Link klicken, wenn die mir einfach einen Link geben. Sprich, ich muss Ja. nochmal so einen URL-Shortener oder sowas benutzen. Was man aber theoretischer machen kann, das geht ja. Ja, oder man vielleicht bietet, also URL-Shortener haben ja auch dann wieder diese Privacy-Issues viele, Ja, je dass nachdem, man da wird es wahrscheinlich auch welche geben, die es nicht haben. bestimmt. Oder man bietet halt gleich in der Instanz sowas an, wenn es für die Creator wirklich sinnvoll ist. Dann musst du Oder, aber der Instanz auch wieder vertrauen. ja, Oder beide müssen der Instanz vertrauen. Also sowohl der Werbetreibende als auch der Creator. Sprich, du brauchst eigentlich eher für eine den, vertrauenswürdige Instanz. ja, und für den Werbetreibenden, ja gut, der kann auf YouTube deine Views sehen, ne? Und deine Ja. Abonnenten. Ja, und YouTube ist ja trustworthy, was das angeht. Richtig. Das ist auf jeden Fall für die Werbung generell ist das eine Herausforderung. Das ist Ja. auch immer das, wo man merkt. Eben, und darüber kommen ja aber nur die Creator kommen ja nur auf die Plattform, wenn sie halt auch weiterhin ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Aber die willst du ja gerade auf der Plattform dann am Ende schon haben. Weil, ja, also ich meine, sind wir mal ehrlich, ich glaube, die meisten Creator würden von ihrer Plattform weggehen, wenn sie woanders halt einfach mehr Aufrufe, beziehungsweise auch nicht diese Auflagen hätten, wie sie es jetzt zum Beispiel von YouTube haben. Das ist natürlich auch wirklich richtig gut, dass du halt einfach das, was legal ist, kannst du machen. So. Ja. Und du musst, also wenn, ist natürlich auch immer die Sache mit den Werbepartnern, aber wenn deine Werbepartner sehr tolerant sind, dann kannst du auch alles, was legal ist, zeigen. So. Ja. Ja. Und das ja, und ist dann kann ich da halt auch Vorteil. fluchen oder sowas. Also ich meine, das ist ja bei vielen größeren Creatoren sieht man das auch. Die schneiden dann irgendwie einzelne Begriffe raus, gerade wenn es um Triggerwörter geht oder sowas. Ja. Weil die halt einfach dann sonst demonetarisiert werden. Und wenn man demonetarisiert wird auf YouTube, also es geht ja nicht um die Werbung an sich. Wie gesagt, die Werbeeinnahmen sind meistens vernachlässigbar, aber es geht um die Reichweite. Und das Video wird halt, sobald es demonetarisiert wird, wird es eine Reichweite eiskalt beschränkt. Ja. Ich habe auch schon ganz oft gehört, das kann ich jetzt nicht zeigen, weil YouTube oder bei Twitch ist, glaube ich, noch mehr sogar. Es kommt darauf an, was für Begriffe. Also ja, bei Twitch gibt es ein paar andere Begriffe, die schwierig sind. Da kenne ich mich gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, also es ist auf jeden Fall super nervig. Aber grundsätzlich was man dadurch eigentlich auch in den Griff kriegen könnte. Weil man halt nicht mehr auf die Werbung an sich angewiesen ist, sondern nur noch, dass der Sponsor halt dann am Ende glücklich ist. Genau, und wenn du dann tolerante Werbepartner hast, dann denen ist es egal, ob ich, also wenn ich über ein Thema berichten darf und die darauf Werbung schalten wollen, dann ist das ja völlig egal. Ja, eben, ja. Wenn die damit einverstanden sind. Ja. Ja, aber also generell kann man ja sagen, man hat jetzt dadurch viele Freiheiten, aber man hat dadurch auch jetzt einfach neue Probleme, die man davor nicht hatte, weil wir keine zentrale Stelle mehr haben, wo man sagen kann, die ist vertrauenswürdig. Ja. Und viele Probleme kann man wahrscheinlich beheben, aber ich gehe nicht davon aus, dass man alle hundertprozentig lösen kann, sondern dass man eher Kompromisse bei manchen Themen finden muss. Aber dafür hat man halt den riesen Vorteil, dass wir nicht mehr abhängig sind von so riesen Plattformen und auf die Willkür teilweise von diesen Plattformen. Und von dem YouTube-Algorithmus, die Willkür ist furchtbar, ich sag's euch. Das ist... Also es kann wirklich, bei manchen Creators macht es auch wirklich Angstzustände. Das muss man einfach ganz arg sagen. Weil wenn du dann, also einen Tag bist du da und kannst irgendwie 30.000, 50.000 Leute erreichen, am nächsten Tag hast du halt noch 10.000. Ein Drittel weniger Einnahmen kann halt schon mal bedeuten, dass du einen Monat lang eigentlich Hartz IV bräuchtest, aber du kriegst es halt nicht, weil du bist ja immer noch selbstständig. Also das ist halt nicht geil. Und wenn du dann irgendwie so eine Art, ja, du hast halt deinen Feed wieder. Also ich meine, früher war es halt so, wenn du bei YouTube Abonnenten hattest, dann hattest du auch Aufrufe. Das kann dadurch halt eigentlich wiederkommen. Und wenn dich halt jemand nicht mehr sehen will, dann deabonniert er halt. So, dadurch hast du halt wieder eine Verknüpfung zwischen Abos und Aufrufen. Zumindest ein bisschen mehr. Für andere Leute gibt es einen personalisierten Feed. Ja. Was ich mir auch gut vorstellen kann, mit was vielleicht viele Leute leben könnten, wenn man seine Abo-Box filtern könnte. Und zwar mit viel Features, mit schönen Habe ich schon mal Kriterien. gemacht. Habe ich vorgeschlagen also du kannst ja über YouTube-App einfach Feedback geben. Ich habe denen gesagt, bitte gebt mir die Möglichkeit, in meiner Abo-Box Shorts rauszuwerfen oder zumindest nach Content zu filtern. Ich will keine Live-Inhalte sehen, ich will da keine Short-Inhalte sehen. Bitte, wo ist das? So, haben sie gemeint, das ist eine gute Idee, machen wir vielleicht irgendwann mal. Im Fernsehen ist immer noch nicht da.
Dann habe ich vorgeschlagen, wie wäre es mit Ordnern, dass ich einfach meine Abos in Ordner sortieren kann, damit ich einfach sagen kann, okay, die habe ich für mein berufliches Ding abonniert, die habe ich für privat abonniert und das sind Sachen, die will ich halt zusammen mit meiner Partnerin gucken. So. Mhm. Oder thematisch geordnet, ja, dass ich quasi einfach sagen kann, Ordner hierfür, Ordner hierfür. Bis heute nicht da. Dann, dass man Tags filtern kann, bis heute nicht da. So, das sind alles Features, die habe ich schon vor Urzeiten YouTube vorgeschlagen. Mach doch mal bitte was. Und ja, YouTube Vans, klar, aber das ist halt wieder was anderes, ne? Und das habe ich nicht auf dem Fernsehen. Also, Vans, gibt es das auf dem Fernsehen? Ich glaube, das hab ich da noch nie gesehen. Und auf der anderen Seite kannst du bei Vans halt auch nicht einfach Downloads, glaube ich, machen, oder? Mit YouTube Premium. Also, ich weiß nicht. Also, ich will halt auch nicht 5 verschiedene YouTube-Apps benutzen. So. Ja. Also, das ist halt, ja. Genau, das ist alles das, was wir im Fediverse implementieren könnten. Alles, Und, was man machen könnte. Ja. 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 Wenn man richtig viele Entwickler hätte, die alle Bock drauf hätten. Und ja. Ich glaube, da scheitert es gar nicht dran. Also ich meine, die Entwickler können halt auch noch, also ich kann jetzt nicht mehr arbeiten. Ja, eben, genau. An meiner Plattform. Ich muss halt auch arbeiten gehen, weil Genau. sonst. Aber wenn du schwierig. nicht arbeiten gehen müsstest, sondern Fulltime an deiner Plattform arbeiten könntest, dann wäre es was anderes. Das wäre ja dann also 14 zu 40 Stunden. Ist ja also gewaltiger Unterschied. Ja, richtig, eben. Ja. Und da kann man dann auch, ich glaube, man kann sowas sogar alleine sehr gut stemmen mit einem wirklichen Fulltime-Job. Ist natürlich immer noch nicht, man kommt halt nicht an so ein riesen Team ran, aber so riesen Teams sind halt auch sehr träge. Klar Ja. können die mal schnell sein, aber im Normalfall sind die dann doch eher träge. Haben Ja, dafür wobei, also wenn du halt alles so Plugin-basiert machst, wie es jetzt teilweise ja bei den Instanzen oder halt nicht bei WordPress, sondern bei Mastodon und so weiter läuft, wenn du alles Ja. so aufteilst, dass wirklich ein Team an dem einen Feature, ein Team an dem anderen Feature, dann kannst du schon recht schnell entwickeln. Wenn du halt Dann wirklich kannst so du schnell Teams von entwickeln. 3 Leuten hast, dann kannst du daran sehr schnell entwickeln. Klar, ja, Ja. auf jeden Fall. Also es wäre schon, Vor allem faszinierend, ja. man könnte auch komplett unabhängig sein. Also Mhm. ich habe jetzt ich habe einen Helm-Chart, wem das was sagt. Also das ist für alle, die es nicht wissen, das Backend, also die Server bestehen aus vielen kleinen Teilen und Mhm. in diesem Helm-Chart stehen die dann quasi aufgelistet drin, damit man sie einfach installieren kann. Mhm. Das dann auch später für die Server-Admins, die brauchen einen Kubernetes-Cluster, dann brauchen sie eine Datei, in der Mhm. steht die Konfiguration, ganz simpel aufgeschrieben. Und dann sagst du Install Fedora und dann läuft das Ding. So Das ist die geil. Idee. Das Und wäre, glaube ich, der Dream. Wenn es für die Admins auch noch super einfach ist, easy. genau, Kubernetes-Cluster verwalten ist natürlich auch eine Aufgabe. Aber Mhm. also meiner Meinung nach geht's. Ich habe jetzt seit 1 auf Hetzner laufen tatsächlich. Mhm. Und das ist eigentlich angenehm, eigentlich wirklich angenehm. Mhm. Und dadurch hat man jetzt halt auch den Vorteil, wenn jetzt jemand eine andere, ich sage jetzt mal, Distribution schreibt, dann kopiert er halt die Hälfte von diesem Chart und schreibt dann dazu noch irgendwie einen Matrix-Server zum Beispiel, weil ich den von Haus aus nicht supporte. Man kann sich jemand in dieses ganze Zeug noch einen Matrix-Server mit rein implementieren, dann Mhm. noch vielleicht Forks von den offiziellen Server rein, dass die damit interagieren können oder so. Und dann könnte man wirklich so mit ein paar kleineren Änderungen das Ganze, ich sage jetzt mal, die ganze Distribution verändern. Und ich Mhm. glaube, sowas hat dann natürlich auch erleichtert das einfach für die Entwickler, wenn man das einfach ein bisschen verändern kann, was es schon gibt und Teile wieder benutzen. Ja, Ja. das wäre schon cool. Vor allem brauchst du ja technisch gesehen nicht mal unbedingt als User einfach einen Account auf einem Server. Brauchst du ja nicht mal unbedingt. Du kannst ja das theoretisch auch Client-Side laufen lassen. Also wenn du Mhm. nichts posten möchtest, wenn du wirklich nur Ach einfach so, lesen ja. möchtest, Ja. kannst du Ja. theoretisch ja eigentlich schon anfangen und sagen, ich möchte eigentlich nur lesen, gib mir einfach alles auf meinen Client runter. Ja. Das macht ja YouTube eigentlich auch so. Also ich meine, du brauchst ja bei YouTube auch keinen Account. Du kannst einfach so starten, indem du einfach die App öffnest oder Ja. im Browser auf die Seite navigierst. Also, Fediverse ist ein großes Thema. Ich glaube, ich muss dazu mal ein dediziertes Video machen. Da kann man, glaube ich, auch genauso viel drüber sagen wie mittlerweile über Stable Diffusion fast schon. Aber ja, nee, also hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich glaube, wir sind mit unseren Themen allen durch. Also zumindest habe ich nichts mehr. Nee, eigentlich.
eigentlich. Wir bleiben aber auf jeden Fall in Fällt mir auch Kontakt. nichts ein. Vielleicht machen wir nochmal so eine Folge, wenn genug Fragen dazu da sind. Oder vielleicht mache ich tatsächlich mal ein Video und pack dann einfach Ausschnitte von dir, beziehungsweise Mhm. separat einfach ins Video rein. Ich glaube, das Sehr wäre mal gern. ganz cool. Ja. Ja, Gibt es Docs zum Fediverse? Stimmt. Oder wie kann man da sonst eine App für programmieren? Dokumentationen. Ja. Also, wen das Ganze interessiert, es gibt, jemand hat die Seite activitypub.rocks gehostet. Ist einfach nur schön, dass man schnell auf die Doku kommt, weil da ist ein schöner Link drauf. Weil sonst wäre das w3.org/tr/activitypub. Ich nehme Das einfach ist mal, die, ich nehme einfach mal activitypub.rocks. und dann kommt man auf die offizielle Dokumentation, sogar mit ein paar Bildchen. Also es schaut gar nicht so grässlich aus für einen Standard. Ich finde es eigentlich sogar ganz angenehm. Latest Published Version. Okay. Und da kommt man dann wirklich auf auf den Standard. Oh ja, Und wenn man mal ganz runter scrollt, das ist ein bisschen, dann sind da noch so weitere Referenzen. Da gibt es zum Beispiel das ActivityPub Vokabular, Activity Streams, JSON-LD, das sind alles so Sachen, die damit zusammenhängen. Also auf Activity Streams und dem Vokabular baut quasi dieser Standard auf. Okay. So im Vokabular steht dann zum Beispiel, was ist ein Actor, was ist eine Node. Und mit JSON-LD, das ist dafür da, dass man das Ganze ein bisschen erweitern kann. Das ist natürlich die große Preisfrage. Kann man damit auch mit ChatGPT interagieren? Das ist wahrscheinlich schon, oder? Das sollte Kann klappen. man da. Also wahrscheinlich könnte man. Das ist die Frage. Kennt ChatGPT den ActivityPub-Standard? Das will ich kurz rausfinden. Weil dann wäre Open Source Development schon mal deutlich einfacher geworden. Und ich glaube, das müsste es eigentlich kennen. Also seit 2018 ist der, glaube ich, in der ersten Version draußen. Das ist die Frage, welche das jetzt inzwischen ist. Activity. Ah ja, das ist sogar von 2018 direkt, Standard. steht da oben drüber. Yes, I can provide information on ActivityPub, which is decentralized social networking protocol based on the Activity Streams 2.0 data format. ActivityPub is a standard for the exchange of user-generated server-to-server social networking content across a federation of servers, whether housed on a single site or distributed across multiple sites or domains. Bla bla bla. Cool. Stimmt nicht ganz, weil Client-to-Server gibt es ja auch. Das hast du vergessen. Ja, das stimmt. Das Und im steht Zweifelsfall da kann man ein ganz Plugin große nehmen. Überschrift in der Try not to Doku, German Client accent. to Server. Es tut mir leid, ich bin auch keine KI. Ich habe einen deutschen Akzent leider, dummerweise. Aber wer weiß, vielleicht bin ich bald 11 Labs. Da hört sich deutlich besser an. Der nächste Interviewpartner muss dann checken, ob du eine KI bist oder nicht. Video wird generiert und Audio. Ja, ich glaube, also gerade bei Video wird's schwer, aber Audio könnte ich dir generieren, was sich wie ich anhört. Müssen wir mal machen. Ja. Ob es wirklich ein Video von mir ist oder ob es vielleicht doch eine KI war. einfach mal auf YouTube hochladen und schauen, ob es jemand bemerkt. Ja, wirklich. Also ich habe schon überlegt, ob ich es machen soll. Aber also wenn ich multisprachliche Audios kriege, dann auf jeden Fall. Weil das ist so ein Ding, da warte ich schon sehr lange drauf. Ich habe jetzt gerade heute Morgen nochmal mich beworben bei YouTube, damit ich endlich mehrsprachige Videos hochladen kann, damit ich auch deutsche und englische Stimme eben drauf machen kann. Aber ja. Nee, cool. Wird es Tutorials von mir dazu geben? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich muss erstmal selber gucken. Vielleicht machen wir auch mal ein Projekt oder so. So ein Projekt-Tutorial könnte ich mir vorstellen. Webentwicklungstutorial, wo wir selber mal vielleicht sowas entwickeln. So ein Mini-Teil, was dann vielleicht von der Community auch weiterentwickelt wird oder so. Wäre ganz cool. Ganz interessant ist dabei wahrscheinlich, dass der auf dem Mastodon-Blog, wenn man irgendwo ein bisschen tiefer gräbt, gibt es kleine Blog-Tutorials, also so Text-Tutorials, ganz klein. Wenn man einen ganz basic ActivityPub-Server macht, dass man halt mal auf einem anderen Server deine Nachricht sieht. So das ganz ist cool. basic. Ja. Also das ist zum Anfang und dann in einem Video natürlich nochmal viel cooler. Ja. Das ist auch irgendwie in, ich glaube Ruby oder so, oder ein bisschen komisch, so halb über die Command-Line dann, also nicht alles programmiert, sondern einfach mal so gezeigt, wie es gehen würde. Es gibt und das doch sicher auch eine Python dafür, oder? Was gibt's da? Das ist sicher eine Python-Bibliothek. Ich weiß es nicht. Activity Pub. Muss es doch geben. Es gibt für alles was. Hier. Es gibt eine ActivityPub. So, a General Python ActivityPub Library. Easy. Ja. Python install. Oh, das ist sogar bei Git nur. Nee, es gibt es auch bei, Latest Package Version. Ist auch bei pip. Und dann Redis und dann PyMongo.
oder SQL Alchemy. Und dann haben wir es schon. Ja. Ja. Ja, und dann gibt es hier eine Liste von, ja, easy. Das ist halt, das mag ich halt. Bei so Open-Source-Sachen hast du immer direkt eine funktionierende API damit und nicht so ein Murks wie bei Instagram oder so. Das ist furchtbar. Das ist echt Ja, traurig. genau. Streitfragen, SQL oder SQL? SQL. Das würde ich aber auch sagen. Da steht doch nicht SQL. SQL schreibt man ganz anders. Ich würde sagen NoSQL, oder? Ja. Nee, warte. MySQL. Naja. Gut, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ja, sehr gern. Hat mich sehr gefreut. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.